Ja, einen wunderschönen Abend. Toll, dass ihr euch den Sonntagabend genommen habt, um hier an unserem kleinen Webinar teilzunehmen, wo wir euch, ja, oder besser gesagt, ich euch erstmal einen kleinen Vorab-Einblick geben möchte in Sentinel. Wir warten jetzt noch so 1, 2 Minütchen vor so ein paar Endrudler, ne, so die üblichen 2 Minuten, die man ja doch manchmal hat, bis man dann den Link gefunden hat und so weiter. Wir sind jetzt aber schon immerhin 33 Personen, das ist richtig gut. Und ich glaube, das sieht hier schon sehr ordentlich aus. Großartig. Also, was möchte ich euch heute eigentlich zeigen, ne? Um direkt mal einzusteigen? Ich zeige euch heute mal ja einen kleinen Voreinblick in Sentinel. Was ist Sentinel? Sentinel wird eine Softwareerweiterung sein, die wir in hoffentlich absehbarer Zeit rausbringen können werden, die es zum einen ermöglichen wird, als Indikator zu fungieren, heißt Signale zu generieren, aber die, und das ist der eigentliche Hintergrund, eine Vollautomation sein wird. Bedeutet, dass Sentinel wirklich vollautomatisch Signale erkennen, generieren kann und daraufhin tradet. Und zwar nicht einfach nur, ich lege dann eine Order rein und nutze dann die ATM des Programms, sondern hier ist wirklich eine sehr komplexe Logik dahinter, die wir entsprechend benutzen werden. Aber das schauen wir uns jetzt im Verlauf dieses kleinen Abends an. Wir schauen mal, wie lange wir heute machen. Ich schätze mal so 1,5, 2 Stunden. Gibt ihr nachher bestimmt auch diverse Fragen zusammen und die versuchen wir dann zu beantworten. Fangen wir mal an. Also Sentinel ist ja wie gesagt ein Tool zur Vollautomation. Das wird es werden. Ich habe euch hier so ein paar kleine Infos mitgebracht und die schauen wir uns gerne mal an. Also, was wird denn Sentinel tun? Sentinel ist erstmal dafür da, eine Signalgebung zu machen. Bedeutet, wir haben einfach die Option, hier durch sehr komplexe Verkettung von Bedingungen Signale zu generieren. Ja. Dann haben wir eben die Option, für diese Signale selber gewisse Konditionen zu definieren. Was das genau ist, schauen wir jetzt im weiteren Verlauf an. Gibt es aber in dieser Komplexität meines Wissens nach bisher noch nicht, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Weltweit will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist schon sehr, sehr fortgeschritten, was es hier an Optionen gibt, um eine Signalgebung und auch die entsprechende Kondition hier eintreten zu lassen. Was kann es dann eben noch? Sentinel kann komplettes Trade Management übernehmen. Bedeutet, wenn ihr in einem Trade drin seid, kann Sentinel eben hier auch wirklich nachmanagen. Es kann hier aktiv Stops nachziehen nach entsprechenden Konditionen und so weiter und so fort und kann hier auch sehr, sehr aktiv Trades aktiv beenden, wenn entsprechende Gegensignale auftreten. Also das, was ihr aktuell eben sehr oft händisch macht. Ihr könnt mit Sentinel ein komplettes Backtesting machen. Bedeutet, ihr baut eure Strategie zusammen, so wie ihr sie haben wollt, und könnt das dann eben entsprechend auf dem Chart, den ihr geladen habt, in dem Zeitraum, den ihr geladen habt, komplett backtesten. Komplett mit Auswertung, mit Statistiken, mit Exporten und so weiter und so fort. Also ein sehr, sehr mächtiges Backtesting-Tool, was das angeht. Ja, und was eben das Sentinel auch kann, ist wirklich die Vollautomation. Ja, also ihr könnt es eben euch nicht nur anzeigen lassen, was ihr wann tun sollt, sozusagen das Malen nach Zahlen des Tradens, sondern ihr habt eben auch wirklich die Option, das Ganze eben vollautomatisiert durchführen zu lassen, wenn es dann fertig ist und entsprechend läuft. Schauen wir uns noch zum Anfang vielleicht das Thema Signalgebung an. Ja. Also diese Signalgebung, die wir dann eben haben werden, die ist nicht nur, dass da irgendwo so ein Symbolchen erscheint, sondern wir haben eben Marker und Alarme. Das bedeutet, wir haben im Chart eben ganz klar eine Signalgebung. Pass auf, hier ist ein Signal und hier muss eine Order hin. Und das Ganze können wir eben auch mit einem akustischen Alarm koppeln, was eben dann der große Vorteil ist, dass man auf ein paar verschiedene Märkte, verschiedene Sounds machen kann. Wenn ihr dann zum Beispiel 4 Märkte offen habt, dann werdet ihr akustisch eben benachrichtigt, wenn dann in einem Markt was passiert, wo ihr eben handeln sollt. Das Ganze ist eben für die Einstiege ganz klar. Bedeutet, wenn ein gültiges Signal kommt, dann bekommt ihr eine entsprechende Benachrichtigung, eine entsprechende Einblendung im Chart und könnt dann dort aktiv werden. Aber wir haben das Ganze eben auch für Targets. Bedeutet, wenn dann ein Einstieg kommt, dann wird Sentinel auch genau sagen, anhand einer vorher definierten Logik, wo ist denn mein Target oder meine Targets. Wir haben die Option, mehrere Targets zu setzen. Dann haben wir eben das Ganze auch für Stops.
Bedeutet, unser initialer Stop ist eben ganz klar gekennzeichnet und wird uns von Sentinel auch angezeigt, wo der hingehört, oder dann eben in der Vollautomation wird das Ganze auch automatisch dorthin gesetzt. Dann haben wir das Ganze auch fürs Trailing und für ein Break-Even-Ziel. Das bedeutet, je nach eingestellter Kondition habe ich dann die Option zu sagen, hey, nach so und so vielen Ticks oder wenn das und das Ereignis passiert, dann ziehe bitte mein Stop auf Break-Even. Also ich kann auch im weiteren Trade-Verlauf sagen, hey, wenn die und die Kondition da ist, dann traile bitte den Stop entsprechend dort und dorthin. Das ist alles frei konfigurierbar. Dann schauen wir uns mal an, ja, das Thema Signalkonditionen. Also wir wissen jetzt, Sentinel kann unsere Signale setzen, aber wie kann ich die überhaupt erzeugen lassen? Das ist einer der spannendsten Punkte. Da stecken jetzt wirklich viele Monate Hirnschmalz und vor allem Arbeit drin von einem sehr, sehr begabten, genialen Programmierer. Kommen wir später noch drauf. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Signalkondition ist ja quasi das, womit ihr euch zusammenbauen könnt, wann so ein Signal überhaupt entsteht. Ne? Nehmen wir mal das Einfachste, was wir haben können. Da geht es um die Bar, also die reine Bar an sich. Wir können für diese Bar Konditionen hinterlegen. Ne? Wir können zum Beispiel sagen, die Bar Direction soll eine bestimmte sein, das Delta dieser Bar soll ein bestimmtes sein oder auch das Volumen soll einen Mindestwert haben. Wir können auch sagen, diese Bar soll eine bestimmte Mindest-Duration haben, also 5 Sekunden, 10 Sekunden, 5 Minuten, je nachdem, in welchem Chart ihr unterwegs seid. Wir können bestimmte Ranges definieren, die wir vielleicht ausfiltern möchten, ne? Wenn wir so aus Ranges raushandeln wollen, beziehungsweise eben nicht aus Ranges raushandeln wollen. Das ist ein sehr spannendes Ding. Und wir haben auch die Option hier zu sagen, ob diese Bar oben oder unten oder wo auch immer eine Finished oder Unfinished Auction haben soll. Das ist für viele auch sehr wichtig, um dann eine entsprechende Handelsentscheidung herbeizuführen. Wir haben darüber hinaus auch noch den VPOC, also den eigentlichen Volumen-POC einer Bar, den wir hier sehr stark bestimmen können. Zwar haben wir hier die Option, dass wir sagen können, wo soll denn der zum Beispiel liegen? Soll der im Körper liegen oder eher in einem der Schatten liegen? Ne? Und wir können eben auch sagen, welches Delta soll denn dieser POC haben? Ne? Und wir können genauso sagen, soll dieser POC ein bestimmtes Volumen haben? Ne? Und das eben nicht nur rein in Zahlen ausgedrückt, sondern eben auch noch ein bisschen fortgeschrittener das Ganze. Dann haben wir als nächstes die Position unseres Signals. Ne? Wir haben jetzt unsere Bar und unser VPOC, haben jetzt bestimmte Konditionen vorgegeben. Jetzt möchten wir eben noch sagen, wo soll denn mein Signal entstehen? Ne? Soll es dann überhaupt entstehen, vielleicht am Open, High, Low oder Close der Bar oder direkt am VPOC? Oder soll es vielleicht über oder unter bestimmten Imbalancen entstehen? Ne? Und wir haben noch diverse andere Einstiegsszenarien, wo wir unser Signal dann eben in dieser Bar auch hinlegen können. Das ist ja für einige Geschichten auch sehr spannend, ob wir dann halt Limit oder Stop reingehen, oben, unten, je nachdem, sind wir da sehr, sehr, sehr frei und sehr komplex, was das angeht. So, was haben wir als nächstes? Wir können filtern. Ja, ist ja ganz schön, wenn wir jetzt unsere Signale gebildet haben, aber nun ist ja nicht jedes Signal auch ein gutes Signal. Ne? Das, was wir zum Beispiel unseren Kunden, also vielen von euch ja immer wieder sagen, wenn bestimmte Trade-Signale vor bestimmten Bereichen entstehen, ne? Also als Beispiel vor dem Tages-POC, dann sollten wir das nicht unbedingt handeln. Also wir haben hier eine sehr, sehr vielfältige Filteroption. Wir haben Touch- und No-Touch-Option, dass wir sagen, okay, wir wollen zum Beispiel den Tagespop nicht berühren oder er muss berührt werden, damit das dann überhaupt gültig ist. Ne? Und das gleiche gilt eben auch für den VWAP oder für die Value Area High-Low, für den Moving Average, den wir definieren können. Da haben wir ganz viele Optionen zu filtern, ob wir da eben einen gewissen Abstand zu haben möchten, ob es das berühren muss, ob es das nicht berühren darf. Also sehr, sehr, sehr vielfältig, was wir da eben machen können, um unser Signal zu filtern. Und das ist ja auch nur ein Auszug von dem, was möglich ist. Was haben wir als nächstes? Wir haben als nächstes die Option, dass wir bestimmte Key-Level bestimmen können. Key-Level sind ja Level, das erklären wir auch in unseren Schulungen immer wieder, die sehr stark respektiert werden. Ne? Eins der Key-Level habe ich ja gerade schon genannt, ist zum Beispiel der Tagespok. Ne? Und diese Key-Level können wir eben sehr, sehr stark, sehr, sehr stark nutzen lassen. Und eben auch hier sagen, hey, wir brauchen hier bestimmte Tick-Anzahl bis da und dahin und können diese Key-Level im weiteren Verlauf eben auch für andere Sachen noch benutzen. Und hier haben wir eine sehr große Auswahl an Key-Level, die wir eben aktivieren oder deaktivieren können, jeweils einzeln und denen wir auch noch entsprechende Sachen hinterlegen können. Das ist, glaube ich, ganz spannend, wie man damit entsprechend arbeitet. Was haben wir denn noch Schönes? Also wir haben als nächstes
einen sogenannten Two-Bar-Mode. Was ist der Two-Bar-Mode? Wir können für diese ganzen Geschichten, ne, also für die Bar und VPOC und so weiter, können wir eben nicht nur die aktuelle Bar benutzen, ne, die quasi gerade abgeschlossen hat. Wir arbeiten ja immer mit Kernel Close für diese ganzen Geschichten. Wir können diese ganzen Konditionen zusätzlich für die Bar davor definieren und können so eben sehr, sehr komplexe Setups bilden. Ne. Die von euch, die einige unserer Systeme nutzen, wissen auch, welches System hier gemeint ist. Und ihr könnt natürlich sehr, sehr komplex dann eben mit 2 Bars arbeiten und dann eben hier auch sehr, sehr viel ja, zusätzlich Filter, zusätzliche Setups erzeugen, was eben sehr angenehm ist. Ja, das Thema Trading Session ist tatsächlich eine Einschränkung, die wir treffen können. Wir können eben nicht nur sagen, alles klar, bestimmte Start- und Endzeiten, wir wollen, weiß ich nicht, von 13 bis 19 Uhr traden zum Beispiel, sondern wir können eben auch innerhalb dieser Zeit bestimmte Zeiten ausfiltern. Das US Open zum Beispiel von 15:30 bis 16 Uhr oder sowas. Wir sagen, da bitte keine Signale, da nicht traden. Genauso können wir bestimmte Wochentage ausfiltern. Sie sagen, hey, wir traden zum Beispiel Öl und Öl läuft immer dienstags zum Beispiel relativ schlecht, weil unser Backtest das dann ergeben hat und können es rausfiltern. Das ist ein sehr großer Vorteil, was das angeht. Genauso gibt es halt eine Auto-Close-Time, die wir setzen können. Besonders wenn ihr im Bereich Fremdkapital unterwegs seid, wo ihr dann eben nicht in diese Overnight-Geschichte kommen müsst, weil die Positionen schon früher geschlossen werden müssen. Oder wenn ihr auch mit eurem eigenen Geld handelt, aber nicht die Overnight-Marge bereitstellen wollt, könnt ihr eben sagen, hey, um 22 Uhr wird Market geschlossen. Das ist auch ein sehr, sehr ja, hilfreiches Tool, gerade in diesem ganzen Thema Automation und so weiter und so fort. Was haben wir als nächstes? Da haben wir den sogenannten Intra-Bar-Mode. Die ganzen Geschichten, die wir bisher besprochen haben, sind ja immer im Bar Close. Bedeutet, die Bar schließt ab und da findet eben wirklich instant die Auswertung statt und wir haben unser Signal. Wir haben einige Features verbaut, die Intra-Bar funktionieren. Ja, heißt, bedeutet, wir haben hier wirklich live die Geschichte, wenn etwas Schönes passiert, dass wir schon einen POC-Touch haben, abnehmendes Volumen haben und noch ein paar andere Sachen, die auch gerade noch in der Entwicklung sind, dann wird quasi erst das Signal erzeugt und dann passiert das der End-User. So können wir auch sehr, sehr kurzfristige Sachen handeln, die eben ja eher aufs Scalping gehen zum Beispiel und noch viele andere Sachen. Ihr könnt euch das ja komplett selber zusammenbauen, das ist ja nichts Vordefiniertes. Ihr baut euch quasi die Strategie so hin, wie ihr es eben braucht. Das ist erstmal so die Signalkondition, die wir hier haben. Und wenn sozusagen die Kondition, die wir jetzt vordefinieren, ne, also wo wir dann sagen, hey, wir wollen jetzt das machen, wir wollen jetzt das machen, wir wollen jetzt das machen, dann wird eben geschaut, stimmt das alles? Und wenn das wirklich alles stimmt, ne, und so passt, dann entsteht eben unser Signal, hier jetzt mal in Form von einem Aufwärtspfeil, aber wir haben dann wirklich einen deutlichen Marker im Chart und können eben sehen, hey, wir wollen hier Long gehen, wir wollen hier Short gehen, weil alle diese Konditionen sind halt für Long und für Short komplett unabhängig voneinander einstellbar. Bedeutet, wenn ihr eine Strategie habt, die zum Beispiel für Long andere Sachen braucht als für Short, könnt ihr das hier ohne Probleme machen und hier eben dann auch ja, entsprechend trennen und machen. Das hilft sehr weiter bei sehr, sehr vielen Strategiegeschichten. Schauen wir mal weiter. Jetzt haben wir das Thema Signalkonditionen ja besprochen. Was passiert also, wie diese Signalkonditionen verkettet werden müssen und was dann entsprechend angezeigt wird. Das Thema Trade Management ist was Sentinel natürlich extrem wertvoll macht. Weil oft ist man ja so in der Frage, hey, ist es denn schon sinnvoll, hier vielleicht einen Stopp nachzuziehen oder soll ich hier was machen oder da? Und man kommt ja dann oft in dieses Emotionale und Interpretieren rein. Wenn man aber die Konditionen vorher ganz klar bestimmt, ein Regelwerk ganz klar aufstellt, eben auch für das Trade Management, dann hat man den sehr, sehr großen Vorteil, dass man hier nicht emotional reagiert, sondern sich eben entweder an die Anweisung von Sentinel hält oder Sentinel das eben direkt selber durchführt. Also schauen wir mal, wir können natürlich Targets setzen. Ganz klar, wir gehen irgendwo rein, haben vorher definiert, wo sitzt ein Target. Das können wir eben nicht nur fix definieren. Ne? Wir können bis zu 3 Stück machen. Wir können auch ein Risk-Reward-Ratio oder im Deutschen ist es das CRV nehmen, dass wir sagen, hey, mein Stop sind 10 Ticks, also will ich einen CRV von 1:1 haben. Das ist also auch 10 Ticks. Aber wir haben noch einen sogenannten Advanced Mode. Ne? Dieser Advanced Mode bietet uns die Möglichkeit, ich sag mal, bestimmte Level, die uns jetzt im Weg liegen beispielsweise, als nächste Targets zu definieren. Das ist auch für alle 3 Targets, die wir setzen können, komplett unabhängig. Und wir haben hier die Option zu sagen, als Beispiel, der Tagespock ist jetzt 5 Ticks vor uns.
das soll jetzt unser Target sein. Nur mal so als Option. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Wir haben eben in diesem Advanced Mode dann die Option, Key Levels zu setzen. Wir können Naked Pox zum Beispiel setzen. Wir können sowas wie Swing High Low setzen, ne, als Targets, um nur mal so eine kleine Option zu bieten. Das Ganze eben auch noch mit vielen Filtern versehen, um die bestmögliche Variante für eure Strategie zu haben. Was haben wir dann als nächstes? Stops. Ja, ganz klar, Sentinel kann eben auch die Stops setzen. Die legt ihr vorher ganz klar fest, wo soll denn unser Stop liegen, was soll da passieren. Wir haben hier eben Fix, klar, wir können sagen, 10 oder 20 Ticks soll ein fixer Stop sein. Wir haben eine Dynamic-Funktion, das ist eine Eigenentwicklung, da sage ich jetzt noch nicht ganz so viel drüber, aber die ermöglicht tatsächlich, den Stop an ein sinnvolles Tief oder Hoch zu legen, an einen bestimmten Punkt, wo er eben erfahrungsgemäß seltener hinläuft. So kann man die Trefferquote eben nochmal deutlich steigern. Wir haben hier OHLC-Geschichten, also Open, High, Low, Close von verschiedensten Bars, die eben so im Trade-Verlauf auftreten können und noch einiges anderes. Wenn man den Stop sinnvoll hinlegen kann, ist dann tatsächlich auch für das Thema Swing Trading später sehr interessant. Ne? Was haben wir denn noch Schönes? Gucken wir mal. Also, das Thema Break-Even ist natürlich auch so ein Ding. Ne? Wir wollen ja natürlich, wenn wir im Profit sind und an einem gewissen Punkt sind, wollen wir ja entsprechend unseren Stop nachziehen, um keine Gewinne mehr abzugeben. Ne? Heißt ja natürlich zum einen die Option nach bestimmten Ticks. Wir sagen, nach 8 Ticks wollen wir Break-Even ziehen mit einem gewissen Offset, also einen Tick über Einstand zum Beispiel. Wir können sagen, wenn zum Beispiel unser Take-Profit 1 erreicht wurde, möchten wir es absichern und dann den Take-Profit 2 eben laufen lassen. Ja, so dieses Klassische. Aber wir haben eben noch sehr viel komplexere Möglichkeiten, dann unseren Break-Even zu setzen. Das ist hier sehr, sehr vielfältig, was das angeht. Wir haben danach, wenn wir das ganze Break-Even gesetzt haben, sind wir natürlich im Trade und wollen jetzt entsprechend nachmanagen. Also das ganze Trailing, wann ziehen wir denn eigentlich unseren Stop? Wohin nach? Das ist ja oft ein Thema. Ne? Dann zieht man es zu früh nach, wird man ausgestoppt, zieht man es zu spät nach, kommt der Markt irgendwie blöd zurück und man wäre schon viel weiter im Profit gewesen. Und wir haben hier sehr viele Optionen eingebaut, wo ihr eben dieses Trading automatisiert durchführen lassen könnt oder euch zumindest anzeigen lassen könnt, wann es Zeit ist zu trailen. Je nachdem, welche Ansätze man verfolgt. Ne? Du kannst zum Beispiel Bar by Bar machen, ne? Dass hinter jede Bar wird nachgezogen. Ne? Oder hinter jedem Pock der Bar wird nachgezogen. Wir haben auch so einen Scalp-Mode drin, das bedeutet, dass halt wirklich für jeden Tick nachgezogen wird. Und noch diverses anderes, was uns einfach sehr, sehr vielfältig arbeiten lässt, was solche Sachen angeht. Ja, also auch hier ganz großer Vorteil für eben dieses unemotionale Traden, wo man dann eben nicht ruminterpretiert. Wir haben Exit-Helper drin. Das bedeutet, das ist ja vor allem dann, wenn sich Gegensignale ergeben. Ne? Da haben wir verschiedenste Sachen. Hier nur mal so als Auszug, wenn zum Beispiel der POC der Kerze eine Divergenz aufweist. Ne? Wir sind long drin und auf einmal haben wir einen negativen POC bei Kerzenschluss, wollen wir quasi Market raus. Und diverses anderes noch, aber das mal so als Beispiel, dass ihr euch was vorstellen könnt, was ein Exit-Helper ist. Ne? Also es wirklich Gegensignale erkennen und dann entsprechend rausgehen. So, dann haben wir verschiedenste Optionen, die wir hier einstellen können. Wir können so Geschichten machen, eine maximale Positionsgröße. Heißt, je nachdem, mit welchen Konten oder Mikros ihr handelt, dass ihr sagt, okay, wir wollen maximal mit 10 Kontrakten handeln. Das könnt ihr vorher definieren. Dann könnt ihr gar nicht mehr Kontrakte öffnen. Das ist bei manchen Sachen sehr hilfreich, wenn man so im Eifer des Gefechts vielleicht arbeitet. Wir können sagen, wir wollen nur Long oder nur Short handeln. Ne? Gibt ja durchaus Märkte und Strategien, die halt nur Long ausgerichtet sind. Und dann würde es auch nur für Long passieren. Alles gut. Wir können einen bestimmten Spread einstellen, dass wir sagen, hey, gerade für das Backtesting wollen wir immer einen bestimmten Spread haben. Und nur wenn das klappt, kriegen wir auch eine Ausführung. Ne? Wir können News rausfiltern. Ne? Wir haben entsprechend ein News-Tool hier mit integriert, was sich quasi immer die aktuellen Tagesnews holt und auch im Chart entsprechend darstellt. Und wenn wir sagen, alles klar, wir wollen zum Beispiel 5 Minuten vor News, 20 Minuten nach News oder so eine Geschichten nicht handeln, können wir das hier eben auch definieren. Das Thema Money Management ist ja auch mit eingebracht. Das bedeutet eben, ich kann sagen, hey, ich will quasi, wenn ich am Tag $300 plus gemacht habe,
aufhören. Ne? Dann wird nicht weiter getradet. Das ist ja auch das, was wir oft empfehlen. Ne? Macht ab einem gewissen Punkt einfach Schluss. Und wenn mit einem Trade vielleicht $3 drin sind, ist Ende. Ne? Vielleicht eben auch für einen maximalen Loss. Ne? Dass wir sagen, alles klar, ich will halt $300 höchstens am Tag verlieren. Und dann tradet das Ding nicht weiter und gibt auch keine neuen Signale. Oder ich sage, ich mache maximal 3 Trades am Tag. Und noch diverse andere Sachen, bei denen wir einfach die Option haben, ja, hier quasi den Account sinnvoll auch hoch zu traden und vor größeren Verlusten zu schützen. Ja. Das ist das Trade Management. Also ihr seht auch hier sehr, sehr komplex und auch hier nur ein kleiner Auszug von dem, was nachher möglich sein wird. Wir schauen mal weiter, was hier entsprechend passiert. Ein sogenannter Stealth Mode. Den haben wir hier noch eingebaut. Das ist tatsächlich eine Eigenentwicklung. Was der Stealth Mode genau macht, verrate ich jetzt noch nicht, nur so viel. Es gibt ja durchaus Prop-Firmen vor allem, die es nicht erlauben, vollautomatisierte Systeme zu handeln. Wir haben relativ gut rausbekommen, wie die das tracken und wir können das umgehen. Ja? Alles ohne Gewähr, ganz klar. Die sind ja auch nicht doof und nicht von gestern und sind da entsprechend am Optimieren. Aber tatsächlich kann dieser Stealth-Mode menschliches Verhalten, ja, also das, was ihr als Trader manuell tun würdet, wenn es an die Vollautomation geht, nachahmen. Genau, ist echt ganz spannend. So, irgendwer malt hier lustig in eine Präsentation rein. Das ist zumindest unterhaltsam. Weiß auch gar nicht, wie das geht. Wahrscheinlich mit irgendeiner Whiteboard-Funktion. Ich gucke mal kurz, ob ich das hier abschalten kann. Falls jemand weiß, wie es geht. Guck mal, hier kann ich hier kommentieren. Alle Zeichnungen löschen. Oh, interesting. Kannte ich auch nicht, das Feature bei Zoom. Wieder was gelernt. Genau, aber dieser Stealth Mode bildet dann eben wirklich das Ganze nach und macht gut. Und ja, ist ein schönes Feature tatsächlich für die, die Prop-Konten handeln möchten. So, wir gucken mal weiter. Thema Trade Management hatten wir ja. Thema Backtesting. Das Schöne an Sentinel ist, dass wir eben sagen können, hey, in dem Chart, was wir haben, schau einfach mal rückwirkend, wo sind Signale aufgetreten, da wir ja mit Kerzenschluss arbeiten zum einen, ist das möglich und weil wir eben auch mit Tickdaten arbeiten können, was ganz spannend ist. Und hier auch wirklich tickgenau sehen, wo passiert was und können dann eben in diesem Backtesting sehr, sehr viel Informationen rausziehen. Ne? Wir haben hier ganz kleine Auswertung. Wir sehen hier immer Daily Profit and Loss, den totalen Profit, den Drawdown. Das können wir uns alles einblenden lassen, was einfach sehr, sehr vorteilhaft ist, wenn man eigene Strategien auch testen möchte, ne? Und eben nicht einfach blind drauf los. Das können wir auch über große Zeiträume machen. Wir haben hier Anzeigemöglichkeiten. Wir haben hier eben die Option, dann in diesem Backtest eben die ganzen Marker zu sehen, auch wo hätte der Stop gelegen, wo hätten die Targets gelegen, wann wurde getrailt, wann wurde Break-Even gesetzt und so weiter und so fort und können das dann im Chart eben auch wirklich nachvollziehen, um dann hier anhand von visuellen Kriterien einfach nochmal deutlich mehr zu optimieren. Ja, das empfehlen wir ja auch immer, vernünftiges Backtesting zu machen. Wir haben Statistikoptionen, das bedeutet, wir können eben ganz viele Trade-Listen auch exportieren, Equity-Statistiken und so weiter und so fort. Wir können die Gebühren mit reinrechnen lassen. Das ist ja gerade, wenn man Systeme hat, die eine sehr hohe Trade-Quote haben, sind die Gebühren ja teilweise sehr, sehr entscheidend, ob das Ganze profitabel ist oder nicht. Wenn ich am Tag irgendwie 40 Trades habe, die machen alle einen Tick Profit, aber davon sind halt irgendwie $4,5 Gebühren und $5 ist nur der Kontrakt, dann bringt mir das nicht viel. Ne? Darum ist das eben auch wichtig, hiermit einzurechnen. Also Backtesting auch sehr, sehr komplexe Möglichkeit, hier zu arbeiten und seine Strategien eben dann ja, zu testen. So, und das ganze Thema hinten raus ist natürlich dann Vollautomation. Da soll es ja auch hingehen. Ja, wir schauen mal kurz, was wir denn da für Möglichkeiten haben. Also, das Thema Vollautomation können wir wirklich so einstellen, Set and Forget bedeutet, ihr gebt eure Kriterien vor, eure Signalbedingungen, eure Bedingungen für Targets, für Stops, für Trading und so weiter. Faltet das ein und lasst es einfach machen. Das ist eine Option. Wenn ihr nicht den ganzen Tag Zeit habt, quasi das selbst zu beobachten, einfach einstellen, machen, tun und dann läuft das in den Zeiträumen, wie man das eben haben möchte. Ne? Das ist ein sehr großer Vorteil. Ihr habt natürlich auch die Option, das auch mit so einem VPS laufen zu lassen. Bedeutet, wenn ihr euren Rechner zu Hause nicht die ganze Zeit laufen lassen wollt, ne? Gerade bei den Stromkosten ist das ja gerade so ein Thema, und dann wisst ihr halt nicht, hält der durch oder ist Internet zwischendurch weg oder irgend sowas, gibt es sogenannte
VPS-Systeme, das sind sozusagen Windows-Server-Systeme, die halt irgendwo auf dem Server laufen. Da könnt ihr dann die Software entsprechend aufspielen und dann dort laufen lassen. Ne? Gibt es zum Beispiel Windows-Server, also der Anbieter heißt ninjamobiletrader.com. Da könnt ihr jede Trading-Software und auch jede Office-Software als mögliche drauf nutzen lassen. Wählt euch dann über Remote Desktop drauf ein und da kann quasi jede Software laufen. Die haben den großen Vorteil hier, die sitzen auch direkt in der Nähe von der Chicagoer Börse, haben also eine sehr, sehr niedrige Anbindung, gerade wenn man Strategien verfolgt, die eben sehr, sehr hochfrequent sind, also sehr viele Ticks zum Beispiel am Tag machen, viele Trades am Tag machen. Und ja, habt ihr eine sehr, sehr niedrige Einbindung, was ihr zu Hause nicht habt. Wenn ihr hier in Deutschland seid, habt ihr, glaube ich, die nächste Anbindung irgendwie zu 30, 40 Millisekunden. Da sind es halt, ich glaube, 6. Also für so eine Sache ist sehr spannend. Das Ding kann 24/7 durchlaufen. Ist relativ günstig. Ich glaube, das kostet $100 im Monat oder sowas. Und diese Option gibt es eben auch, die ihr dort fahren könnt. Ja, bei dieser ganzen Vollautomation haben wir dann auch noch natürlich das Thema Dokumentation. Ist ja ganz schön, dass das vollautomatisiert Sachen macht, aber ich will ja vielleicht wissen, was es für Sachen gemacht hat. Heißt, wir haben hier dann eben die Option, dass es einen Screenshot automatisch anfertigen lassen kann, und zwar bei jedem Entry, bei jedem Exit, oder wir können tatsächlich auch über das Screen Recording laufen lassen für jeden Trade und uns im Nachhinein angucken, wie hat sich der Markt hier verhalten, wirklich in der Aufnahme. Das ist ein großer Vorteil, dass ich eben dann nicht nur am toten Chart nachher sehe. Heißt, wenn das Ding jetzt zum Beispiel tagsüber läuft, ich mache abends meine Auswertung, dann kann ich mir die ganzen Videos angucken und schauen, wie hat das hier reagiert und vielleicht Sachen, die ich in meiner Strategie nachstellen oder justieren möchte. Ne? Das ist ein relativ spannendes Thema. Was haben wir hier? Das Thema Benachrichtigung. Manchmal ist man doch so ein bisschen heiß und möchte wissen, war da jetzt ein Trade dabei, war da jetzt noch kein Trade dabei? Es gibt die Möglichkeit, entweder sich per E-Mail benachrichtigen zu lassen für einen Trade oder sogar per Telegram und dann kriegt man direkt auch einen Screenshot mitgeschickt für Entries und Exit. Das wird eine Möglichkeit sein, die es dann geben wird. So, das ist erstmal die graue Theorie. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Viele haben ja gefragt und auch hier uns Mails geschrieben und überhaupt, wann gibt es das endlich? Wann kann man das machen? Wann kann man das tun? Es ist alles noch sehr in der Entwicklung drin. Wir nutzen hier quasi intern schon so eine entsprechende Beta-Version davon und schauen einfach, was gut funktioniert. Es ist ja auch eine ständige Entwicklung, die hier passiert. Und wichtig ist einmal zu schauen, das Thema Timeline, wann wird denn hier was passieren? Also, wir sind jetzt aktuell ja quasi noch in der Jahresmitte, mehr oder weniger, jetzt vom Jahr 2023. Und was passieren wird? Wir starten jetzt demnächst tatsächlich mit dem Beta-Test. Viele haben sich ja schon eingetragen über unsere Website und vorher auch schon auf dem Discord für den Beta-Test. Da werden wir entsprechend größtenteils erstmal Leute auswählen, die im Idealfall schon Erfahrung mit unserem System haben. Einfach weil die natürlich damit erstmal am meisten anfangen können, weil viele unserer Systeme eben auf einigen dieser Konditionen auch basieren. Ich denke, das wird so in 2 Wochen ungefähr passieren, dass ich anfange, die Leute anzuschreiben. Ihr habt euch ja angemeldet mit eurer E-Mail-Adresse, ich schreibe euch dann an und dann werden wir entsprechend schauen, dass es einen Beta-Test geben wird. Dieser Beta-Test, dafür wird es auf unserer eigenen Lernplattform, wird entsprechende Videos geben zum Thema Installation, Konfiguration, was geht, was nicht. Es wird ein Ticketsystem geben eben für die Beta-Tester und einen eigenen Discord-Server, dass wir eben hier auch wirklich möglichst zügig vorankommen und hier eben schauen können, hey, was für Bugs werden denn gefunden, weil darum geht es erstmal, Bugs zu finden, Sachen, die noch nicht richtig funktionieren, weil das ist einfach so, wenn man eine Software entwickelt, das ist halt ein ziemlicher Prozess und hier einfach diese Sachen nach und nach abzuarbeiten und diese Option zu haben. Je nachdem, wie das läuft, planen wir, dass dieser Beta-Test ungefähr im ersten Quartal 24 endet. Das ist jetzt ein Wunschgedanke. Wenn alles gut läuft, kann das klappen. Kann aber auch durchaus sein, dass wir den noch verlängern müssen, weil sich einfach noch Sachen anfinden, die wir vielleicht umstellen müssen, weil viele von den Beta-Testern vielleicht sagen, hey, guck mal, hier müssen wir noch nachjustieren oder hier fehlt noch eine ganz entscheidende Funktion oder was auch immer. Und daher ist das erstmal so eine grobe Richtung, so zwischen, ja, ich denke mal 4 bis 6 Monaten brauchen wir da bestimmt, um das einfach vernünftig auch durchtesten lassen zu können. Ne? Das ist ja ein sehr, sehr komplexes Projekt, was da eben ansteht. Wenn dann alles gut läuft und wir das irgendwie schaffen, bis dahin das Ganze zu machen, dann wird es irgendwann zwischen dem 1. und 2. Quartal nächsten Jahres das Release geben.
Und jetzt kommt das kleine und für die anderen das sehr große Aber. Dieses Release wird es geben für NinjaTrader. Das ganze Sentinel-System aktuell baut auf NinjaTrader auf. Das heißt nicht, dass wir Atas irgendwie blöd finden. Auch für Atas ist geplant, dass es eine Sentinel-Version geben wird. Allerdings sehr, sehr viel später. Also wir sprechen hier durchaus von einem Jahr oder mehr später. Hintergrund ist einfach, dass NinjaTrader ein deutlich offeneres Modell ist, was Programmierschnittstellen angeht. Dass es hier einfach schon sehr, sehr viele Grundlagen gab vom Programmierer, der das hier für uns umsetzt. Jetzt werdet ihr auch gleich sehen, wer das ist. Die Vorkenntnisse sind einfach massiv, ne? Und die Implementation sozusagen von den Sachen, die wir für Sentinel haben wollten, die das Konzept eben gab, das ist ja ein relativ langer Konzeptionsprozess gewesen, auf NinjaTrader aktuell eben noch einfacher umzusetzen sind. Ne? Mit Atas wird irgendwann kommen, das geht, das passt. Und dann schauen wir einfach mal, wann das Ganze und ob das Ganze in Atas so möglich sein wird. Ne? Aktuell sind wir da noch sehr in der Prüfung, ob Atas quasi auch diese ganzen Funktionalitäten bietet, diese Komplexitäten, die wir da eben bauen. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil Atas, die sind in ihrer Dokumentation, was ihre Programmierschnittstellen angeht, sogenannte API, sind die nicht ganz so offen und nachhaltig. Da soll es jetzt zwar viel tun mit einer neuen Version, aber aktuell ist das noch sehr, sehr schwierig umzusetzen. Von daher geht erstmal nicht davon aus, dass innerhalb des nächsten Jahres für Atas was kommen wird. Ich kann euch aber sagen, ich habe tatsächlich bis vor einem halben Jahr ungefähr NinjaTrader so gut wie gar nicht benutzt und bin dann trotzdem relativ fit drin. Heißt, es gibt hier eine gute Lernkurve. Wenn wir merken, dass das gut ankommt, wird es ohnehin dann zur Produkteinführung von Sentinel, werde ich wie gewohnt sehr, sehr ausführliche Beschreibungsvideos machen, eben zur Installation von Sentinel selber, zur Konfiguration von Sentinel, aber eben auch zur Installation, Konfiguration von NinjaTrader selber. Wenn ihr es natürlich Atas habt, habt ihr Geld für bezahlt, ganz dann sagt, jetzt muss ich mir eine neue Software kaufen. Wenn ihr den einen oder anderen Fremdkapitalanbieter nutzt, zum Beispiel Lilu, Apex, wie sie alle heißen, da gibt es NinjaTrader immer for free dazu. Also bezahlt ihr quasi mit euren Gebühren, aber da gibt es NinjaTrader immer mit dazu. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt mich gerne an, da kann ich euch ein bisschen durchlotsen, aber da gibt es das entsprechend auch dazu, wenn es dann mal irgendwann so weit kommt. Genau, soweit erstmal zur Timeline, das ist der Plan. Beta-Test beginnt demnächst und dann können wir eben schauen, wie wir da hinkommen. Je mehr Beta-Tester wir natürlich nachher drin haben, desto besser ist es. Wichtig ist, wenn ihr wirklich Beta-Tester sein möchtet, ist es einfach sehr entscheidend, dass ihr auch wirklich aktiv testet. Das bringt nichts, wenn ihr da einmal reinguckt im Monat und sagt, ja, geht nicht. Das ist wirklich aktives Testen. Das ist sehr, sehr wichtig für uns, dass wir hier einfach auch Bugs bekommen, dass wir Sachen sehen, hey, hier stimmt irgendwas nicht, hier wird irgendwas falsch berechnet, hier wird irgendein Niveau nicht richtig abgegriffen oder was auch immer, oder in der Orderausführung passieren komische Sachen. Also wirklich viel im Demo-Account, bei NinjaTrader heißt es Sim-Account, auch wirklich viel testen und live schauen, hey, was passiert denn hier, wie ist denn die Orderausführung, tut Sentinel das, was es tun soll, oder gibt es hier Auffälligkeiten? Ne? Ich werde auch eine relativ umfangreiche Dokumentation via Video erstellen, wie wir dann diese Bugs eben reportet brauchen von euch. Das ist tatsächlich relativ wichtig, weil nur dann bringt ein Beta-Test auch was, ne? Wenn wir mit diesem Feedback eben arbeiten können. Und da werden wir eben auch sehr, sehr dran schauen, dass wir sehen, okay, wenn wir jetzt von jemandem irgendwie gar kein Feedback bekommen, dann werden wir den im Zweifel auch wieder aus dem Beta-Test ausschließen müssen, weil das ist dann quasi für keinen von beiden irgendwie sinnvoll und nachhaltig. Ne? Das ist irgendwie halbwegs nachvollziehbar. So, jetzt haben wir uns ja ganz viele spannende Sachen angeguckt. Jetzt seid ihr wahrscheinlich ein bisschen heiß, wie das Ganze funktioniert. Ich habe euch zum einen erstmal 2 Videos mitgebracht, die das Ganze zeigen. Also die zeigen sollen, wie Sentinel funktioniert. Wir sehen hier schon live sozusagen. Es ist hier Replay-Mode, den wir gemacht haben. Ich habe hier einfach mal random eine Strategie zusammengezimmert, ohne jetzt wirklich einen Anspruch auf irgendwas. Und das, was wir hier sehen, ist tatsächlich die Oberfläche und wir sehen eben, wie Sentinel arbeitet. Sentinel hat hier ein entsprechendes Signal erkannt, hat eine Order in den Markt gelegt. Jetzt spulen wir hier ein bisschen vor und führt jetzt eben hier alles selber aus. Ihr seht auch unten links ist meine Maus, ne, die ist quasi nur auf diesem Play-Tool drauf, dass ich mal ein bisschen vorspulen kann, dass wir nicht so lange warten müssen. Aber alles, was hier trademäßig passiert, ne, das macht alles Sentinel. Ihr seht ja hier, ich will mit der Maus ein bisschen zeigen,
Die grünen Punkte sind immer Targets, die roten Punkte hier sind entsprechend Stops, die sind. Und jetzt wird hier entsprechend ein Stop nachgezogen, ne, entsprechend eines gewissen Kriteriums, was wir hier gesetzt haben. Und hier oben sitzt tatsächlich unser zweites Target aktuell. Die Linien, die hier im Chart sind, die braucht ihr erstmal nicht groß beachten. Das sind tatsächlich einfach Darstellungen aus dem Footprint, die wir hier generieren. Ne? Das sind hier quasi ungehandelte Boxen, die hier einfach eingezeichnet werden. Und wir sehen jetzt entsprechend, hier wird ja auch der Stop nachgezogen. Ne? Also hier ist entsprechend die Order in NinjaTrader und hier entsprechend dieser rote Punkt ist die Anzeige von Sentinel, wo er das dann eben entsprechend hinzieht. Wir haben hier schon mal so ein kleines Auswertungsmodul drin, das eben anzeigt, wie viel Prozent sind jetzt profitabel. Wir sehen hier auch direkt Profit und so weiter innerhalb der ganzen Zeit, die wir hier haben. Und so kann man sich quasi erstmal grob vorstellen, wie das Ganze passiert dahinter. Ne? Also wir haben hier wirklich eine sehr komplexe Logik hinter, die eben schaut, wann wird wie gehandelt. Wir haben hier auch immer noch so ein paar Live-Einstellungen, weil ihr könnt natürlich Sentinel, wenn das Ganze einmal läuft, könnt ihr hier so ein paar Sachen auch wirklich noch live einstellen und nicht nur die Einstellungen selber, sondern dann eben auch wirklich währenddessen. Ne? Verschiedene Order-Typen, Targets an- und abschalten. Ihr sagt, okay, jetzt gerade bin ich am Rechner und jetzt sehe ich hier, dass zum Beispiel es aktuell keinen Sinn ergibt, 2 Targets zu handeln, also kann ich das zweite Target einfach abschalten. Und das kann hier alles live passieren. Und wir gucken mal kurz, wie sich das Ganze hier jetzt entwickelt. Ne? Unten sind wir hier reingegangen. Hier sehen wir eben auch den ersten Trade, ne, bis zum Target, der hier entsprechend gelaufen ist. Hier wurde tatsächlich auch der Trade früher geschlossen durch eine Funktion. Ne, also hier wäre das eigentliche Ziel gewesen, aber er war dann eben relativ nah dran, kam nochmal zurück und dann schließt Sentinel, wenn man das so einstellt, auch schon wirklich automatisch diesen Trade, um hier eben doch möglichst viel Profit noch auf dem Weg dahin mitzunehmen. Ne? So, hier sehen wir haben ja hier quasi immer nachgezogen unter diese Bars. Unter diese Bar haben wir zum Beispiel nicht nachgezogen, weil eben hier ein bestimmtes Kriterium nicht erfüllt war. Ja, wir können bestimmte Kriterien definieren, wann wir nachziehen wollen. Und das war hier eben nicht der Fall. Und der Markt auch nochmal zurück. Ja, und auch hier bleibt Sentinel erstmal cool. Hier unten liegt unser Stopp. Ganz, ganz definiert. Wir warten das jetzt mal kurz ab, was hier passiert. Ich kann die Frage, ob wir die Auflösung vom Stream höher stellen können, können wir leider nicht. Jetzt geht das alles scharf raus. Wenn es bei dir sehr unscharf ist, schau mal, ob du vielleicht ja auf ein anderes Netzwerk wechseln kannst. Wenn Zoom ja schlechtes Internet hat, dann skaliert es quasi beim Empfänger die Auflösung ein bisschen runter. Ich hoffe, bei allen anderen ist es halbwegs scharf zu sehen. Und ihr könnt hier auch gut verfolgen, was hier am Chart passiert. Das könnt ihr mir mal Bescheid sagen. So, jetzt haben wir hier entsprechend ein neues Kriterium bekommen. Und hier zieht Sentinel jetzt entsprechend nach, wie eben eingestellt. Jetzt gucken wir mal hier, wie er hier ausläuft. Also ich weiß es natürlich schon, logisch. Habe das ja alles entsprechend rekordet. Und jetzt macht er und tut er hier. Hier mal weiter. Und auch hier wieder Stop nachgezogen. Es passiert alles automatisch, ohne dass wir hier irgendwie eingreifen müssen. Und dann hat er entsprechend das Ganze abgegriffen. Ja. Das ist erstmal so der Grundsatz dahinter, alles vordefinieren und entsprechend machen lassen. Das ist ja die Vollautomation. Wenn man das Ganze quasi nicht vollautomatisiert handeln möchte, sondern sich quasi nur konzeptuell zeigen lassen will, was man tut, das ergibt auch durchaus Sinn, dann haben wir noch folgende Optionen, zeige ich euch gerne mal im nächsten Video. Das sehen wir entsprechend hier. So, mal schauen, das läuft auch schon an. Und es sind akustische Alarme. Und zwar für alles. Lassen wir es hier mal kurz laufen. Und dann seht ihr gleich, was passiert. Und hier haben wir erstmal ganz normalen 8er Range Chart genommen. Order pending. Genau. Und ich glaube, ich habe hier definiert, dass wir eine negative Kerze haben wollen mit einem positiven POC außerhalb des Körpers. Also im oberen Wick, glaube ich. Das ist meine Bedingung gewesen. Und dann hat er quasi einen Tick darüber. Dieses Offset können wir hier einstellen. Unsere Order hingelegt. Die liegt hier entsprechend mit 2 Kontrakten. Und ich kann eben auch definieren, für wie viele Bars jetzt dieser Kontrakt dort liegen bleiben soll. Der bleibt nicht etwa stumpf für immer liegen, bis er gefüllt wird, und der wird dann auch wieder rausgenommen, wenn ein bestimmtes Kriterium erfüllt ist. Und wenn wir jetzt sagen, okay, dieser Trade macht keinen Sinn mehr, dann wird eben diese Order auch gelöscht. Das ist auch ein bisschen die Idee dahinter, dass hier aktiv
machen zu können. So, dann schauen wir mal, was hier passiert. Der Trade wird gleich abgeholt. Ja, das wird einen gewissen, Orders filled. ja, das zeigt uns auch entsprechend an. Jetzt mal absichtlich nicht ganz so viel, dass ihr das auch nicht mal verfolgen könnt hier, was da passiert. Ab einem gewissen Punkt spule ich dann auch vor, entsprechend in der Aufzeichnung. Target filled. Ja, das sagt er eben auch dann an. Zum einen eben zur Bestätigung, dass das eben passiert ist. Aber im Zweifel, wenn ihr dann vielleicht von Hand auch rausgehen möchtet und keine Order reingelegt habt, dann wäre das eben auch eine Möglichkeit. Und da es hier gerade gefühlt 35 Grad habe, ist in meinem kleinen Büro, finde ich ein bisschen glänzend, sehe ich gerade. Aber das lässt sich ja ändern. So, wir haben hier natürlich auch entsprechend, dass unser Stop hier schon ein Stück weit nachgezogen wurde. Das seht ihr an den roten Punkten und eben auch an der Order. Jetzt arbeitet er sich hier erstmal ein bisschen hoch, der Markt. Das ist jetzt hier wirklich, Move stop to break even. das ist jetzt hier eben wirklich auch random im Chart einfach was rausgesucht und in entsprechender Bewegung was zusammengeklickt, einfach, dass wir hier mal was haben. Es ist jetzt keine Strategie, die wir irgendwie haben. Ich habe mir wirklich einfach nur eine Chartsituation gesucht, die einfach sehr lange läuft, Trail stop move. um euch die Sachen zeigen zu können. Ja? Und so kriegt man quasi immer die Ansage, wann man was tun soll, wenn man eben nicht vollautomatisch handeln möchte und kann das dann entsprechend damit abfrühstücken. Trail stop move. Genau, hier sehen wir zum Beispiel einen der Exit-Helper in Aktion. Was ich vorhin meinte, wenn wir einen POC mit einer Divergenz haben, wird eben der Stop dahin nachgezogen, was ein Gegensignal ist. Wir können das ja möglichst schnell absichern. Was hier passiert. Ja, das Target jetzt hier für den zweiten Kontrakt liegt irgendwo oben im Nirvana, weil ich hier einfach wirklich möglichst viel Strecke laufen lassen wollte, um euch auch zeigen zu können, dass das eben auch wirklich nachgemanagt wird alles. Ne? Dass nicht irgendwo endet, sondern das arbeitet hier entsprechend auch durch und macht ihn gut. So, jetzt schauen wir mal weiter. So. Jetzt zeige ich das ja auch nochmal eben mit diesem Block, dass wir eben da nachziehen. Und da haben wir dann einfach ansonsten immer unter die Bars nachgezogen. Oder eben, wenn der Exit entsprechend da ist. So, ich glaube, hier war dann irgendwann der Punkt erreicht, wo der Markt gedreht ist. Nicht ganz, oder? Schauen wir mal, wie das Video hier jetzt gerade noch läuft. Ja, es ist gleich fertig, sieht das ja hier. Aber wir schauen uns gerne noch an, was da passiert. Gucken mal kurz da oben das Target, das Trail stop ursprüngliche. move. Trail stop move. Trail stop move. Trail stop filled. Genau, und das passiert dann entsprechend so, wie es passieren soll. Das ist sozusagen erstmal die Funktionsweise dann dahinter, wenn das Ganze nach Vollautomation läuft. Ist schon ein bisschen cool, finde ich. Also ich freue mich da sehr drauf, wenn das System dann fertig ist. So, das ist erstmal inhaltlich das, was tatsächlich ja, ich zeigen kann in den Aufzeichnungen. Mich interessiert natürlich, wie sieht das Ganze dann eigentlich im Chart aus? Und das möchte ich euch natürlich auch sehr gerne zeigen. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar gehen wir hier mal direkt zu NinjaTrader rüber. Ja, das hier ist einfach nur ein Renko-Chart, ne, von NinjaTrader selber, 12er Renko. Und was wir jetzt eben machen können, gehen jetzt hier entsprechend in unsere Strategien rein. Und dann haben wir hier quasi schon Sentinel drin.
Das wird ungefähr so sein, wie nachher Sentinel konfigurierbar ist. Wir haben hier extrem viele Optionen, die wir hier benutzen können, um Sachen zu konfigurieren. Ich zeige euch nicht alles, aber ich zeige euch ein paar Ausschnitte davon. Wir haben das, was ich zum Beispiel vorhin für POC und für Bar gezeigt habe. Wir haben hier ganz viele Optionen, die wir hier eben definieren können. Auch noch ganz wichtig, bei so einer komplexen Software ist eine vernünftige Anleitung und Dokumentation ja eigentlich unentbehrlich. Das Schöne hier ist die Dokumentation quasi gleich eingebaut zu vielen Teilen. Nur wenn wir über einen Begriff gehen, dann haben wir einen Quicktip. Deutsch-Englisch, ne, also auch gleich multilingual ausgelegt, haben wir hier eben überall die Information, was tut denn das Ganze eigentlich? Ne? Auch probiert sehr, sehr eindeutig zu schreiben, was macht. Wir können also zum Beispiel sagen, alles klar, hier geht es ja um den VPOC und jetzt möchten wir zum Beispiel sagen, die Position des VPOCs soll im Körper sitzen. Ne? Und das Delta soll zum Beispiel positiv oder negativ sein. Soll ein Mindestvolumen haben oder vielleicht prozentual Mindestvolumen. Solche Geschichten. Ich kann dann eben auch sagen, für die Bar, meine ganzen Kriterien, ne? Soll zum Beispiel mindestens 20 Sekunden sein. Ne? Es gibt ein paar Spezialfunktionen, die ich jetzt nicht weiter eingehe, die wir aber auch integriert haben. Das wird dann später witzig, wenn quasi unsere Kunden, die bereits Systeme nutzen, hier dann mit Sentinel Automatisierung bauen möchten, dann werden hier bestimmte Funktionen erst ja wirklich spannend. Ja, auch Finished Auctions, die wir hier haben, und eine Range-Filterung haben wir hier eben auch, die uns ermöglicht, eben nicht in Ranges zu handeln, ja, weil wir da eben oft Probleme kriegen. Ja, dann haben wir eben, wie gesagt, einen Trooper-Mode, den wir aktivieren können. Wir haben Signal Position, das klappe ich jetzt absichtlich mal nicht auf, weil da noch viele Sachen drin sind, die noch nicht so ganz für die Öffentlichkeit gedacht sind. Aber darüber können wir dann eben sagen, wo soll unser Signal liegen, oben, unten, POC, wo auch immer. Und noch viel anderes. Wird das Ganze eben für Long und für Short getrennt. Haben wir die Option, wir können eben hier Key-Levels sagen, also beispielsweise der Tages-POC oder eine Value Area, und können damit eben auch ganz, ganz viel arbeiten und wie wir da eben Sachen machen. Bei den Sessions kann ich euch zeigen, ne, von wann bis wann möchten wir denn handeln, und hier eben auch im Zweifel bestimmte Zeitfenster ausschließen, bestimmte Tage ausschließen. Ne? Ihr könnt das Ganze hier auch eben visuell darstellen lassen mit einem farbigen Hintergrund, wo unsere Sessions eben angezeigt werden, in denen wir handeln möchten. Ist dann eben für den teilautomatisierten Handel, also wenn ihr euch quasi von Sentinel nur Sachen anzeigen lassen wollt und sie selber handelt, eben wichtig, dass ihr auch seht, wann ist denn was los. Im Trade Management haben wir eben auch, dass wir hier sagen können, ein kleines bisschen was, wir haben hier Stop und Targets eben, die wir hier benutzen können. Und das eben mit ganz, ganz vielen Optionen. Für jedes Target einzeln können wir eben sehr, sehr viele Optionen hinterlegen, wann wir welches Target wie vielleicht schon nutzen möchten. Ne? Also auch sehr, sehr flexibel hier, was das angeht. Money Management habe ich ja vorhin drüber gesprochen. Das sind dann eben die ganzen Geschichten zum Thema nur so und so viele Trades am Tag, der und der Profit am Tag, nur der Loss am Tag. Könnt ihr eben einstellen, dann eben auch ganz harte Kante, wenn es erreicht ist, dann ist eben auch Schluss und dann wird hier nicht mehr getradet. Wir haben hier natürlich noch sehr, sehr viele mehr Optionen. Hier ist dann eher so das generische Material, was quasi für NinjaTrader selber ist. Benachrichtigung haben wir hier eben viele Möglichkeiten. Visualisierung, da geht es eben wirklich darum, dass wir diese Marke und die Linien im Chart sehen können. Aber es geht tatsächlich auch darum, dass wir sehen, zum Beispiel die Equity-Kurve direkt im Chart, dass wir sehen, okay, wie profitabel ist das, also der Profit and Loss über den gesamten Chartzeitraum oder pro Tag und dann Drawdown können wir uns alles visualisieren lassen. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Sache und noch so ein paar andere Geschichten, die entsprechend so funktionieren. Eine sehr angenehme Sache, die wir da haben. Und wir können uns ja mal spaßeshalber ein einfaches Long-Signal zusammenklicken. Wir können ja mal sagen, alles klar, wir möchten zum Beispiel ein Long-Signal haben, wenn der POC hier im Body ist und der ein negatives Delta hat und unsere Bar Direction soll zum Beispiel bearish sein. Das ist einfach mal ganz knackig definiert. Und für Short machen wir das Ganze auch nochmal. Auch hier sagen wir, es soll im Body sein, soll aber zum Beispiel ein positives Delta haben und eine Direction soll hier zum Beispiel bullish sein. Mal so ganz trocken, ohne irgendwas anderes.
Wir sagen hier mal okay und dann passiert erstmal noch gar nichts, weil diese Strategie muss erstmal aktiviert werden. Das mache ich hier mal schnell in einem anderen Fenster. Versuchen wir hier. Das ist hier die Demo. Ja, dann müssen wir die Video kurz ausmachen und dann machen wir die Demo-Strategie hier mal an. Und hier eine kleine Progress Bar. So, und hier werden gerade keine Trades gefunden. Von daher wird das hier auch gerade nicht aktiviert. Ich deaktiviere das hier gerade nochmal. Müssen wir ein paar Kriterien ändern. Und vermutlich habe ich auch einfach vergessen, die Automation einzuschalten. Genau. Und dann versuchen wir das hier nochmal, weil es so schön war. Oder findet einfach keine Trades. Es kann durchaus sein, dass jetzt die Kriterien hier nicht geladen sind oder nicht ausreichend für diese Variante. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ist ja auch wirklich nur zusammengeklickt. Ich habe euch allerdings was anderes vorbereitet. Und zwar in dem Chart. Das ist tatsächlich eine der Strategien, die wir aktuell abproben. Ja, kann ich noch nicht so viel sagen, was die genau macht. Habe hier deutlich komplexere Kriterien definiert. Und wenn ich die jetzt mal starte, dann rechnet er ein bisschen. Es dauert immer, weil natürlich je nachdem, wie viele Daten geladen, ich glaube, das sind jetzt hier 30 Tage oder so. Nee, 14 Tage habe ich geladen. Müssen natürlich die ganzen Kriterien gecheckt werden und das wird ja Tick für Tick gerechnet. Ne? Also es ist wirklich hochkomplex. Ich habe schon einen relativ kräftigen Rechner, aber dadurch, dass er immer nur ein Kern das rechnen kann, weil es eben linear ist, dauert es einen Moment. Was braucht es auch nur für Spec-Tests, wenn ihr wirklich größere Daten haben wollt. Und das wir dann, was wir dann eben sehen, ist zum einen eben die ganzen Trade-Einstiege, die wir hier haben. Hier sind entsprechend mit Marken. Ich mache das jetzt ein bisschen größer, was wir hier sehen können. Und da sehen wir dann eben auch wirklich ein bisschen sehr viel größer. Ja, haben wir zum Beispiel, dass wir hier ein Signal bekommen haben und da habe ich jeden ersten komplett rausgeholt und ist dann ins Top gelaufen und hat dann aber eben auch hier nochmal ein Signal bekommen und ist dann entsprechend auch hier nochmal ins Target gelaufen. Hier lag ein Target, hier lag ein Target und das hier eben vollautomatisch durchgeführt. Und was wir dann eben auch hier unten zum Beispiel sehen, ist, dass der Gesamtprofit jetzt auf die Zeit gerechnet. Das sind ja auf 14 Tage. Knapp $2000. Ist jetzt nicht so schlecht. Kann man schon mal machen. Und hier sehen wir eben dann auch noch ein bisschen Statistik zu eben dieser ganzen Geschichte, was wir eben noch für uns erstmal auswerten können. Das Thema Statistik ist dann eben nachher direkt auch integriert in NinjaTrader, wenn man hier rechts draufklickt und das hier entsprechend sich mal anguckt. Historisch. Ich werde es ein bisschen kleiner machen, dass ihr es auch lesen könnt. Das ist natürlich auch sehr angenehm an NinjaTrader, dass es hier schon eine sehr, sehr umfangreiche Option gibt. Hier eben Statistiken, das ist klar. Aber wir haben hier eben auch eine ganz klare Analyseoption, die wir hier sehr fein gliedern können. Und tatsächlich auch, dass wir uns jede Stunde des Tages angucken können, wann hat dieses System besonders gut funktioniert. Wir können uns eben auch angucken, an welchem Wochentag hat es besonders gut funktioniert. Ne, entsprechend nach Handelstagen und so weiter und so fort. Haben wir eben sehr, sehr viele Auswertmöglichkeiten, was es sehr angenehm macht. Und wir können hier eben über das ganze, über das Thema Trades, sehen wir eben auch wirklich jeden einzelnen Trade, den wir gemacht haben. Ne? Und eben auch Orders, die hingelegt wurden und so weiter und so fort. Das kommt ja von NinjaTrader selber, aber bietet uns natürlich sehr, sehr gute Möglichkeiten, gerade die Trade-Liste, die können wir eben exportieren und da wir mit komplexeren Datenmodellen arbeiten, im Hintergrund, also das sind Power BI und Excel und sowas, können wir diese Daten da sehr gut einspielen und dann eben noch weitere Auswertungen für unsere Systeme machen. Sehr spannende Sache, was das angeht. Genau, so haben wir eben die Option, hier sehr komplexe Strategien zu bauen, auch sehr einfache Strategien zu bauen. Wir bauen aktuell noch viele Systeme ein, wir lassen einbauen. Und Ziel ist natürlich, dass wir an einem gewissen Punkt alle Systeme, die wir auch aktuell anbieten, ne, ob es jetzt ein Echelon ist, ein BubbleX, ein Vanguard, die übrigens alle drei schon hiermit umsetzbar sind. Mirage ist gerade noch in der Konzeption, ja, das ist ein bisschen komplexer, wie wir das da umsetzen können. Das Orderflow Scalping haben wir zum Teil auch mit drin, in bestimmten Konfigurationen. Und ja, eben ganz viele Möglichkeiten. Und wenn ihr eben eigene Systeme habt oder auch eigene Ideen habt zu bestimmten Sachen, ist das hier eben auch möglich,
komplett umzusetzen. Das ist eigentlich ganz spannend. Ja, soweit erstmal, was Sentinel macht und tut. Ich gucke jetzt mal kurz, was hier an Fragen reingekommen ist und werde die erstmal schnell beantworten, bevor wir hier so ein bisschen in einen offeneren Austausch gehen können. Also, hier gab es die Frage von Andreas. Eine Anmerkung, vielen Dank. So, Thema Apex. Also, wenn ihr bei Apex quasi ganz stumpf einfach einen Algo laufen lassen würdet, der halt immer zum Beispiel bei jedem Tick irgendwas macht oder einfach ganz HFT-mäßig, also wirklich Hochfrequenz-Trading betreibt, dann kriegen die das so mit bei Apex und dann sperren die durch das Konto und die können auch den kompletten Account sperren. Lies einfach mal die Konditionen durch, auch in dem PA-Vertrag, den du später bekommst. Die haben wirklich das Recht, dann eben zu sagen, hey, wir killen das und das können wir eben mit dem Stealth-Mode so gut wie möglich umgehen, weil wir eben hier durchaus rausgefunden haben, wie die das eben tracken. Ne? Kann und darf ich nicht erzählen, aber wir haben das eben entsprechend implementiert und das funktioniert ziemlich gut. So, erkennt das System, wann Feiertage sind. Ja, wir haben jetzt tatsächlich ein News-Tool implementiert und ein News-Tool, das trackt tatsächlich auch Feiertage, wenn ich gerade nicht falsch informiert bin. Will jetzt nicht 100% Ja sagen, aber es würde mich wundern, wenn nein. Sagen wir es mal so. So, funktioniert das System, während der PC komplett aus ist? Nein, natürlich nicht. Wenn der PC aus ist, dann tut es nichts. Also der PC muss laufen, die Software muss laufen, Internet muss an sein und so weiter und so fort. Aber, das habe ich ja eingangs gesagt, ich weiß nicht, ob du schon online warst, ihr könnt das Ganze eben auch in einer virtuellen Maschine auf dem Server laufen lassen. In den USA zum Beispiel kostet um die $100 im Monat und könnt das da eben wirklich 24/7 durchlaufen lassen, habt keine Stromkosten extra. Und das läuft einfach wirklich super stabil durch. Das ist alles direkt gemanagt, was die Software angeht, also was Windows die Software angeht. Und ihr habt da jederzeit Zugriff drauf. Ne? Aber der Rechner muss natürlich laufen, weil sonst passiert ja hier nichts. Wenn ihr das auf der VPS laufen habt, also auf dem Server, muss euer Rechner natürlich nicht an sein. Dann könnt ihr den ausmachen, weil es läuft eben komplett autark auf der ganzen Geschichte. So, jetzt eine Frage vom Adrian. Wisst ihr schon, was Sentinel circa kosten wird? Ja, wir haben eine Idee, aber sage ich jetzt noch nichts zu. Es wird auf jeden Fall keine Kaufvariante geben. Es wird Abo-Modelle geben. Es wird wahrscheinlich wöchentliche und monatliche Abos geben. Ist aktuell so die Idee dahinter, dass man zum einen die Variante hat, dass man sagt, alles klar, ich will es erstmal für 1-2 Wochen testen, gucken, ob das funktioniert. Oder ich würde es eben monatlich später machen. Das ergibt dann auch durchaus Sinn. Preislich würde es sich irgendwo dahin bewegen, dass wir sagen, ihr könnt ja, wenn ihr Prop-Konten handelt, mehrere Prop-Konten handeln. Heißt, das, was Sentinel kostet, könnt ihr sehr bequem mit einer vernünftigen Strategie in einem Monat mit einem Prop-Konto traden und davon quasi Sentinel bezahlen. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, Konten zu kombinieren. Es gibt ein Tool, es ist nicht von uns. Das gibt es von Apex, das kann ich sehr empfehlen. Das ist quasi so ein Trade-Copier-Tool. Da habt ihr einen Master-Account, entsprechend viele Slave-Accounts, wo quasi 1:1 durchgeführt wird. Gibt es auch noch von anderen Anbietern. Wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt mich gerne an auf dem Discord per Mail, schicke ich euch einen Link. Ist ein cooles Tool, wenn ihr mehrere Konten gleichzeitig traden möchtet. Und das funktioniert dann eben logischerweise auch mit Sentinel. Logische Sache. Und dann habt ihr eben im Idealfall 20 Konten laufen, sagen wir mal. Bei Apex könnt ihr bis zu 20 Konten ja machen, nach und nach. Heißt, ein Konto davon zahlt ihr Sentinel und die 19 Konten, die dann übrig bleiben, zahlt euch auf jeden Rest. Wobei vermutlich wird jede Strategie, die ihr vernünftig einstellt, deutlich mehr Profit machen, als Sentinel im Monat kostet. Also wir gehen davon aus, dass wir noch dreistellig bleiben. Ne? Alles gut. So, nächste Frage. Gibt es einen auf Zeit basierten Trading-Stop, der kombiniert werden kann? Aktuell noch nicht. Zeitbasiert, meinst du, dass er nach einer bestimmten Zeit den Stop nachzieht? Richtig verstehe. Gibt es aktuell nicht. Kann man sich überlegen, wenn es da jetzt einen großen Bedarf gibt, ob man das noch einbaut. Aber aktuell nein. So, wird Sentinel vorkonfigurierbar sein? Zum Beispiel für Echelon kann man die Einstellungen sichern, exportieren und speichern. Also man kann die Einstellungen hier über Template entsprechend abspeichern, man kann sie auch verschicken und man kann sie auch importieren. Aber, und das sage ich jetzt auch einmal ganz klar, weil das wird garantiert kommen als Frage, was wir nicht machen werden, ne, das hat einfach auch ein bisschen rechtliche Gründe, wir werden keine Vorkonfiguration rausgeben für unsere Systeme. Das könnten wir machen ohne Probleme, möchten wir aber nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn wir das quasi als 1:1 rausgeben, dann fällt das schon fast in diesem Bereich Anlageberatung. Das heißt, wir geben euch quasi
ein vorkonfiguriertes System, was ihr nur anmacht. Und das ist rechtlich einfach eine ganz heiße Nummer. Von daher machen wir das nicht. Ihr lernt in unseren Kursen, wie ihr Sachen machen sollt, worauf ihr achten müsst. Und anhand dieser Sachen könnt ihr eben auch selber backtesten und gucken, mit welchen Konfigurationen klappt was am besten. Und visuell schauen, in welchem Chart klappt was am besten. Ihr könnt eben auch schauen, welche Sachen findet ihr euch gut raus. Das sind ja alles keine Geheimnisse für unsere Schüler. Das seht ihr ja auch immer in den Videos. Und das könnt ihr eben hier alles implementieren. Aber aus ganz einfachen Rechtsgründen können wir da eben keine vorkonfigurierten Sachen rumgeben. Wenn ihr die untereinander austauschen wollt als Kunden, könnt ihr das machen, klar. Wenn ihr euch kennt und da sagt, ey, ich habe eine super Strategie, schau mal, stell dich zur Verfügung, damit du auch Spaß hast. Natürlich können wir keinen verbieten. Achtet aber bitte immer darauf, dass natürlich auch diese Sachen dann unter die entsprechenden Vertraulichkeitsvereinbarungen fallen, die ihr ja entsprechend als Kunden unterzeichnet habt. Heißt, das darf dann nur an Leute gegeben werden, die entsprechend das System auch nutzen. Relativ simpel. So, jetzt schaue ich mal, hier kommen jetzt erstmal keine Fragen weiter. Hier kommt jetzt auch nichts. Wir können mal gucken, gibt es hier irgendwo eine Handmeldung, wo noch jemand was fragen möchte? Mal, wäre quasi jetzt die Chance. Fraget jetzt oder schweigt für immer. Ja, einfach die Hand heben. Mit dem Zoom diese Handhebefunktion. Und dann kann ich da entsprechend reagieren. Gucken wir mal hier. So genau, Thomas fragt hier noch, ja genau, Echelon, Orderflow und so weiter wird alles da reinkommen, Mirage auch. Wie gesagt, Echelon ist ja schon drin, Orderflow in Teilen ist schon drin und Mirage ist gerade in der Konzeption, wie es reinkommen wird. Und wenn ihr eben aktuell noch auf Atlas unterwegs seid oder auf einem anderen System und sagt, hey, eigentlich ganz cool, aber Ninja Trader ist nicht so meins, wie gesagt, es wird dann auf jeden Fall zu Release ja, wird es auf jeden Fall Einführungsvideos geben und Erklärvideos, wie das Ganze dann eben auch zu handhaben ist mit Ninja Trader, wie ihr Ninja Trader installiert, konfiguriert und so weiter und so fort. Es gibt Chart-Templates auch von uns. Das können wir zur Verfügung stellen. Ja, und wie gesagt, ihr kriegt den Ninja Trader bei den meisten Prop-Firmen gratis. Ne? Das ist ja komplett kostenneutral. So, wann kommt denn nochmal vor dem Augustende ein Webinar für Mirage? Kann ich dir gerade noch nicht sagen. Wissen wir noch nicht. Manfred, schreib mir doch mal eine Mail. Vielleicht kann ich dir da was zur Verfügung stellen, wenn du das verpasst hast. Ja, genau. Atlas-Strategieentwicklung ist die Hölle. Das stimmt, das sagt der Kollege, das macht auch. Gucken wir mal. Was ich euch gerne noch zeigen möchte, zeige ich euch mal auf Ninja Trader. Ist ja das hier. Geh einfach auf unsere Homepage, Manfred, da steht alles. Ne? Kannst auch das Kontaktformular benutzen, ganz easy, guckst du. So, wer ein bisschen aufmerksam gelesen hat, der sieht, dass wir hier bestimmte Indikatoren oben drin haben. Nämlich zum Beispiel den City Footprint und den City Volume Levels. Nochmal City Volume Levels, City Toolbar. Das könnte ja der eine oder andere schalten. Dieses City, was ist denn das? City, das ist vermutlich der beste Programmierer im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar noch viel größer. Und ich weiß, du bist gerade mit im Zoom drinne und ja, ich meine es auch wirklich so. Der Mann ist ein Genie, der kann unfassbare Sachen programmieren, gerade für Ninja Trader. Der hat auch einen eigenen Discord, den ich sehr empfehlen kann. City Trading. Das lohnt sich extremst. Da machst du schon, gerade wenn man mit Ninja Trader arbeitet, das ist großartig. Hat da sehr, sehr viele Erweiterungen programmiert, eben für Ninja Trader, unter anderem eben einen komplett eigenen Footprint-Erweiterung. Ist auch das, was wir hier eben nutzen und sehen, weil Ninja Trader von Hause aus eben keinen wirklich guten Footprint zur Verfügung stellt und vieles andere eben auch nicht. Das hat City hier eben komplett selber programmiert und Sentinel hat er eben auch komplett programmiert und ist da eben noch ganz hart dran. Der macht hier einen unfassbar guten Job. Also ich habe noch nie in meinen 20 Jahren im Projektgeschäft, ich komme ja eigentlich aus der Veranstaltungsbranche als Projektleiter, und noch nie jemand erlebt, der mit so viel Herzblut, so viel Enthusiasmus Projekte umsetzt und hier auch mit so viel Eigeninitiativen und genialen Ideen einfach um die Ecke kommt. Das verblüfft mich jedes Mal. Und ich kann einfach nur sagen, wenn dieses Produkt fertig sein wird, das ist extrem. Also es ist extrem nachhaltig, sehr, sehr sauber programmiert. Es sieht auch einfach total gut aus, die ganzen Sachen, die man machen kann. Und also wenn ihr Ninja Trader nutzt,
guckt gerne mal nach City Trading, entsprechend im Discord. Großartiges Ding. Echt eine Bank, der Typ. Kann ich nicht anders sagen. Und hier in der Kooperation entwickeln wir eben jetzt Sentinel, wobei ich tatsächlich mit der Entwicklung selber nur das zu tun habe, dass ich eben das Konzept geschrieben habe, also wie Sentinel funktionieren soll. Die komplette Umsetzung, also alles, was Code ist und so weiter, passiert alles bei ihm. Da habe ich nichts mit zu tun. Ich bin dann quasi nur der Störer am Rande, der immer mit neuen Ideen um die Ecke kommt, der Bugs findet und der ja dann immer sagt, guck mal, das geht doch nicht, so kann man hier nicht noch, und kann man da nicht noch, ne? Und danke, dass du es erträgst, Rudi. Das ist großartig. Und wir sind wirklich extrem gespannt. So, wir gucken mal kurz hier in die Sachen rein. Also, was ist hier noch? Million kann aber eure Hilfe bekommen, um eigene Idee, was man hat, auch richtig zu programmieren. Naja, du kannst halt mit Sentinel natürlich das zusammenklicken, ne? Ganz klar. Wenn jetzt spezifische Fragen dann kommen, natürlich, wir sind nicht aus der Welt, wir antworten auch auf Fragen, da kein Ding. Was wir halt nicht machen, ist sozusagen, du hast eine Idee und sagst, hey, ich würde das so gerne irgendwie machen, können wir das zusammenklicken, das schaffen wir zeitlich einfach gar nicht. Dafür hast du dann bei Sentinel eben die Option, ganz viel rumzuprobieren. Ne? So, genau. Live-Trading wird kommen, Benjamin, keine Sorge. Ist gerade alles noch so ein bisschen viel mit hier eben Sentinel und so weiter, Urlaubszeiten, krank zwischendurch, aber wird kommen, alles gut. Genau, kannst du einen Link reinstellen? Andreas, wozu denn? Irgendwas, google.com oder hättest du was Bestimmtes thematisch? Wir hatten jetzt gerade so viel. Schreib doch gerade noch mal gern wozu, dann kann ich das hier gerne noch reinschreiben. Lohnt es sich, auf Ninja Trader zu wechseln? Es kommt drauf an, was du machen möchtest. Ne? Ninja Trader ist auch eine gute Software. Ich habe die tatsächlich vorher, bevor wir hier mit Sentinel angefangen haben, nie benutzt. Sie kann total viel. Sie hatte den großen Vorteil, dass sie tickbasiertes Replay eben hat. Bedeutet eben, dass auch die ganzen historischen Daten, das, was eben Sentinel auswertet, hinterher eben wirklich tickgenau ist. Atas hat das, wenn man da eine Strategie hat, wie man backtesten möchte, kann es das eben nur mit Bar-Close-Sachen. Das wird ja schwierig. Heißt, da gibt es auf jeden Fall eine Einschränkung bei Atas. Es wird nie diese Backtest-Funktion haben, wie jetzt hier eben auf Ninja Trader. Das ist einfach der Technik dahinter geschuldet. Das ist schade, aber es ist so. Ansonsten könnt ihr mit Ninja Trader natürlich viele Sachen machen, die auch cool sind. Atas hat, wenn ihr gerade das Thema so Volumenanalysen betreibt, ne, hat das schon noch ein paar Features, die da einfach von Haus aus implementiert sind, die auch einfach sehr, sehr gut funktionieren. Ich persönlich mag Atas als reine Trading-Software auch lieber. Ich finde es schneller damit zu arbeiten. Es arbeitet ein bisschen smoother, es ist ein bisschen moderner alles. Ihr habt ein paar sehr, sehr coole Tools direkt eingebettet, gerade so für Orderflow-Geschichten, für Volumengeschichten. Und es ist einfach ja eine andere Welt. Ne? Du kannst ja mit einem Schraubenzieher auch probieren, den Nagel in die Wand zu hauen. Das wird klappen, aber nicht ganz so gut. Andersrum, mit einem Hammer eine Schraube rauszudrehen, wird auch eher schwierig. Das ist dann eben auch das Ding. Thomas fragt gerade, kann Atas nicht auch mit Ticks und Level 2 Daten backtesten? Ach, schön wär's. Es hat eine Tick-Replay-Funktion, heißt, was natürlich machen können später, wenn es Sentinel mal geben sollte, dann für Atas einstellen und einfach durchlaufen lassen. Das funktioniert aber, dauert natürlich viel, viel länger. Hier können wir einfach mal 180 Tage durchlaufen lassen. Das dauert 3 bis 5 Minuten, je nach Komplexität der Strategie und haben Ergebnis. Bei Atas kann das wahrscheinlich immer ein paar Tage dauern, weil es eben durchspielen lassen müsst. Also so andersrum denken. Von daher wird Atas eben hier einfach immer sehr eingeschränkt sein. Ist schade, ist aber so. Ich persönlich mag die Software an sich zum Handeln aber lieber. Eben auch von der ganzen Konfiguration her. Liegt auch daran, dass ich damit seit Jahren einfach sehr flüssig arbeite. Ich kenne alle Shortcuts. Bei Ninja Trader muss ich immer noch ein bisschen mehr nachdenken und so weiter und so fort. Aber von der Ausführung her, von einer soliden Arbeitsweise, alles cool. Ne? Lohnt zu wechseln, wenn ihr Sentinel nutzen möchtet, dann braucht ihr erstmal zwingend dann logischerweise Ninja Trader, anders geht es erstmal nicht. Aber gibt es ja dann für Ding. Sierra Chart ist aktuell kein Thema, nein. Wir sind erstmal wirklich nur dran jetzt für Ninja und dann eben irgendwann zurück mit Atas. Wenn das irgendwann zu einem größeren Projekt werden sollte, dass wir sagen, hey, das läuft alles sehr, sehr gut, wir als Unternehmen wachsen da vielleicht auch aktuell, ist das ja quasi eine ganz kleine Butze hier. Das ist quasi
Mehmet als Creative Consultant, der eben die ganzen Systeme entwickelt, der hier unser Masterbrain ist. Dann gibt es eben mich, der sich hier so ein bisschen um das Administrative kümmert, Videos erstellt und so weiter. Sidi ist ja quasi auch extern und programmiert die Sachen aktuell. Und dann hört es halt auch schon ziemlich schnell auf. Meine Partnerin ist jetzt im administrativen Bereich mit dabei, die sich hier viel um Sachen kümmern wird. Aber ansonsten sind wir ja quasi kein großes Unternehmen, was jetzt hier unglaubliche Ressourcen hat. Sollte sich das irgendwann mal ändern, dass wir Ressourcen freischaufeln können oder neu akquirieren können und sich das eben auch auf einer wirtschaftlichen Seite lohnt, weil wir sind ein Unternehmen, wir müssen wirtschaftlich denken, ganz klar, dass wir hier eben auch auf anderen Plattformen noch entwickeln lassen können, sei es jetzt ein Sierra, sei es ein Quantower, was ganz spannend sein könnte, oder vielleicht auch andere Sachen. Dann werden wir es natürlich tun, ne, wenn das irgendwie ein Geschäftsmodell ist und die Nachfrage einfach da ist. Wenn wir jetzt hier 3 Benutzer haben, die Sierra nutzen und vielleicht noch 4 Benutzer haben, die Quantower nutzen, lohnt sich das einfach nicht. Ne? Das ist ganz klar. Von daher erstmal NinjaTrader gerade ganz weit im Fokus. Und genau, dann schauen wir einfach weiter, was dann passieren wird. So, dann hatte Andreas hier noch gesagt, du hast es akustisch nicht verstanden. Genau, das ist quasi, ich tippe dir das hier gleich mal kurz rein. Ich glaube, kann ich hier einen Link an alle schicken. Alle im Meeting, das geht hier. Also, habe ich einfach mal alle geschickt. Guck dann auch mal bei Discord und so weiter. Alex, auf welchen Märkten läuft das? Allen. Jeden Markt, den du quasi in NinjaTrader laden kannst, kannst du handeln. Das ist marktunabhängig. Ne? Futures, ganz klar, alles. Ich weiß nicht, ob NinjaTrader auch so Sachen kann wie Aktien oder Kryptos. Habe ich tatsächlich noch nicht nachgeguckt. Aber das kann ich ja mal schnell checken. Was kann es denn? Cryptocurrencies kann es. Die ganzen DAX-Sachen, also Aktien kann es auf jeden Fall. Futures, Indizes, Mikros und so weiter. Also ich sag mal, alles, wofür ihr einen Datenfeed haben könnt, sollte tendenziell funktionieren. Ne? Ich sage jetzt mal nicht ausdrücklich ja, ohne jetzt hier von Sidi quasi einen Einlauf zu kriegen. Wer sagt, nee, um Gottes Willen, bist du wahnsinnig, das geht nur weil und mit Future-Daten und so weiter. Aber in meinem Verständnis, alles, was quasi Footprint-Daten liefert, sollte das entsprechend passen. Das ist eigentlich ganz cool. So, muss man spezielle Kriterien erfüllen, um Beta-Tester zu werden? Also, Kriterium Nummer 1, du solltest dich für den Beta-Test eingetragen haben. Ne? Und auf unserer Homepage tun. Da gibt es entsprechend oben das Menü Sentinel und da gibt es das Formular zum Beta-Test. Könnt ihr euch super gerne eintragen. Da werden auch ein paar Sachen abgefragt. Natürlich präferieren wir erstmal Leute, die NinjaTrader schon nutzen. Ne? Das wird ja abgefragt. Welche Software nutzt ihr? Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich benutze nur Atas, aber hätte ich das gewusst, hätte ich auch NinjaTrader hingeschrieben, weil ich bin grundsätzlich offen. Wir hatten ja auch die Abfrage, ob ihr tatsächlich auch an dem Beta-Test interessiert wärt, wenn das eben auf einer anderen Plattform außer Atas passiert. Wenn ihr da Ja angeklickt habt, kommt ihr eben auch da entsprechend in die Auswahl rein, ganz klar. Wenn ihr jetzt sagt, ja, nee, habe ich nicht, aber jetzt, wo ich das sehe, ich bin total heiß drauf, schreibt mich an bei Discord oder bei Mail oder ergänzt im Zweifel noch mal eure Anmeldung um eine zweite Anmeldung und schreibt dann auch ruhig ein, ja, würde ich halt auch machen, klar, mit NinjaTrader, finde ich spannend, super Sache. Ansonsten eine Voraussetzung, ihr solltet auf jeden Fall gewissenhaft arbeiten können, das ist einfach sehr wichtig. Es wird auch eine ganz klare Struktur geben, wie Bugs zu dokumentieren sind, das ist sehr, sehr wichtig für uns. Gibt es aber entsprechend auch dann Videoanleitungen dafür, wie das zu machen ist und wie das entsprechend zu übermitteln ist, weil nur mit wirklich konkreten Informationen können wir auch arbeiten. Ihr solltet ein bisschen Zeit haben, das ist klar. Das meinte ich ja vorhin schon mal, wenn ihr nur einmal im Monat am Rechner seid und da was testen könnt, bringt uns das nichts. Heißt im Idealfall so ein paar Stunden pro Woche sind schon gut. Im Idealfall natürlich täglich, wenn es die Option gibt, eine Stunde, um einfach wirklich konsequent zu gucken, hey, was geht und was geht nicht. Genau, und einfach strukturiert arbeiten können. Das ist hier Softwareentwicklung und das hilft natürlich sehr, sehr weiter, je strukturierter das ist und je klarer auch Kommunikation ist auch in der ganzen Geschichte. Wir werden einen eigenen Discord-Server dafür aufsetzen, wo dann die Kommunikation passieren kann, auch untereinander. Ein Ticketsystem, hatte ich auch schon gesagt, wird es geben für die einzelnen Bugs und da können wir dann entsprechend mitarbeiten. So, ich schaue noch, ob ich auch eine gehobene Hand sehe. Wir haben ja doch noch relativ viele Teilnehmer dabei. Wir sehen jetzt quasi nochmal eure Chance, wenn ihr denn möchtet. So. Welche Soft Skill erhält man als Beta-Tester, Beta-User? Naja, Soft Skills ist ja sowas wie Kommunikation,
Benehmen, Empathie oder was meinst du jetzt mit Soft Skill? Vielleicht kannst du das nochmal entsprechend, ach, du meinst, welchen preislichen Vorteil man davon hat. Naja, als Beta-Tester, also es wird auf jeden Fall für bestehende Kunden, wird es in jedem Fall einen günstigeren Preis geben, das ist ganz klar. Wie das genau aussehen wird, kann ich nicht sagen, wenn wir noch keinen festen Preis haben. Und auch für die Beta-Tester, die entsprechend aktiv teilnehmen, werden wir da auf jeden Fall ein preisliches Entgegenkommen machen. In welchem Rahmen, weiß ich noch nicht, aber es wird sich auf jeden Fall dahingehend lohnen, dass man das eben vergünstigt dann auch entsprechend nutzen kann. Während der Beta-Testphase kostet es gar nichts. Das ist Beta-Test, wir testen das. Ne? Was ich aber ganz klar sagen muss, handelt das nicht mit Geld richtig, ne? Macht das in Demo. Wenn ihr das zwingend in eurem Fremdkapitalkonten haben möchtet, kann ich euch nicht verbieten, aber es ist halt ein Beta-Test. Heißt, da können einfach auch völlig unvorhergesehene Sachen passieren, dass Orders nicht richtig gesetzt werden, nicht ausgeführt werden, dass mehr Orders ausgeführt werden und so weiter und so fort. Also alles auf euer Risiko, ganz klar. Das wird später auch so sein. Das ist einfach, das ist eine Software. Software kann immer Probleme machen. Keine Frage. Heißt auch hier schon mal vorweg, es gibt einen Haftungsausschluss. Heißt, wenn sozusagen durch diese Software Verluste entstehen, können wir dafür natürlich nicht haften, das ist klar. Weil Software kann immer Fehlfunktionen haben. Darum ist auch das Ding, klar, Vollautomation laufen lassen. Wenn ihr das Ganze zum Beispiel via Rhythmic einbindet, setzt hier auf jeden Fall auch eine Verlustbegrenzung rein. Das könnt ihr über den Airtrader ja machen, dass ihr sagt, okay, maximal so und so viel US-Dollar, dann schließt das einfach, um hier so ein Schutzschild zu haben. Ne? Das ist einfach so. Du weißt bei Software nie hundertprozentig, was passiert. Wir alle kennen den Bluescreen bei Windows. Passiert einfach. Ne? Und hier geht es um Geld, das ist wichtig. Also packt immer mindestens nochmal ein Schutzschild mehr drauf, dass ihr sagt, alles klar, ihr habt hier die Verlustbegrenzung im Sentinel drin, über das Money Management, aber ihr habt dann eben das gleiche auch nochmal im Airtrader drin, wie das Ganze dann hier eben passt. So, nächste Frage, das Testing basiert auf folgenden Strategien? Nein, gar nicht. Ihr kriegt quasi dann das Tool bereitgestellt, wird eine Lizenzierung dafür geben, heißt, wir können die Lizenzen freischalten, auch wieder deaktivieren. Und dann testet ihr quasi ganz frei das durch, was ihr testen möchtet. Ne? Für die von euch, die unsere Systeme nutzen, könnt ihr natürlich damit erstmal anfangen und euch das zusammenklicken. Es ergibt total Sinn, wirklich Funktion für Funktion zu testen, dass ihr zum Beispiel erstmal schaut, alles klar, ich mache erstmal eine Strategie, die zum Beispiel immer den POC im Körper hat und guckt dann erstmal, okay, wird das dann überall richtig angezeigt? Als Beispiel. Dann mache ich eine Strategie, wo der POC im Körper sein muss und das Delta positiv. Und wieder passt das alles, ne? Und so kann man es eben durchwickeln. Man kann sich eigene Sachen komplett zusammenklicken, wo man sagt, hey, das war eine Idee, die hatte ich immer gehabt irgendwie, wie würde das funktionieren und so weiter und so fort. Und so kannst du dich da eben wirklich durchklicken und eben Sachen ausprobieren. Und dann geht es eben darum, wirklich visuell zu testen und auch zu schauen im Chart, hey, hat er denn hier wirklich das gemacht, was er machen sollte? Hat er die Targets richtig gesetzt? Hat er die Stops richtig gesetzt? Hat er richtig nachgezogen? Und so diese ganzen Sachen. Dadurch, dass es einfach extrem komplex ist, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Zeilen Code das inzwischen sind, aber ich glaube einige, ähm, ist es einfach eine extrem komplexe Nummer, gerade das Thema Trade Management in NinjaTrader und dann eben auch die verschiedenen Sachen, ob du jetzt quasi Replay testest oder ob du live testest und so weiter. Das sind alles sehr unterschiedliche Sachen. Also hier muss einfach sehr, sehr verschieden getestet werden. So, Alex fragt gerade nochmal, wie viele Strategien kann man da jetzt laufen lassen? Ja, erstmal so viele, wie du Charts aufmachen kannst. Ne? Also du kannst oder solltest pro Chart immer nur eine Strategie offen haben und auch pro Markt im Idealfall. Alles andere ist ja Blödsinn, wenn du jetzt hier zum Beispiel eine Strategie offen hast, die alles handelt, wo der POC im Körper ist und die nächste handelt alles, wo der POC im Schatten ist und das hast beides im gleichen Instrument laufen, aber auf zwei Charts bringt dir das nichts, weil die Orders sind ja trotzdem da. Aber du kannst natürlich jetzt auf verschiedenen Märkten verschiedene Strategien gleichzeitig laufen lassen, das ist keine Begrenzung, außer der Computer geht in hier. Je nachdem, wie viele Tage ihr zurück betrachtet, braucht ihr eben relativ viel Arbeitsspeicher, das ist klar. Wenn man jetzt, ich sag mal, nur 3, 4, 5 Tage zurückgeladen hat und das Ganze live laufen lässt, ist die Arbeitsspeicherlast aber sehr entspannt. Heißt, dann kannst du dich auch 3, 4, 5, 6 Strategien nachher laufen lassen. Darauf zielt sie auch so ein bisschen ab, dass man irgendwann einen Server hat und darauf eben verschiedene Strategien für verschiedene Märkte laufen lassen kann. Das ist die Idee dahinter. So, klicken, können wir noch mehr Fragen rein. Wäre jetzt quasi nochmal eure Chance.
So, genau. Mail machst du einfach mail@tpte.de. Ne, steht auch auf der Homepage. Ja, also Twin Peaks Trade and Educate, tpte.de. Kannst auch Kontaktformular benutzen, wenn du möchtest. Und dann kommt das entsprechend rein. So, da kommt tatsächlich nochmal einer rein, was denn da ist. So, guck mal, hier gibt es eine Frage von Thomas. Dann mache ich mal hier bitte Ton einzuschalten. Und dann kannst du dich hier gerne mal zu Wort melden, Thomas, wenn du das möchtest. Du kannst auch einfach schreiben, wenn du willst, aber theoretisch darfst du jetzt Ton benutzen. Und wenn ich das hier richtig mache, zack. So, jetzt sollte es gehen. Also freigegeben. Thomas. Muss man eine Frage stellen? Jetzt doch nicht. Na gut, warten wir jetzt mal ab, ob da noch was kommt oder eher nicht. Du könntest tendenziell deinen Ton einschalten, falls du willst. So, was haben wir denn hier noch an Fragen? Wir schauen mal kurz. Erstmal nichts weiter auf der Seite. So, ich gucke hier auch noch mal kurz ins andere Fenster, ob hier Fragen reingekommen sind. Was ich jedenfalls noch nicht gesehen habe. Hier ist auch nichts weiter drin. Okay, dann Thomas, wenn du nicht reden möchtest und die Hand vielleicht versehentlich gehoben hast, dann würde ich das jetzt hier mal senken. Ja, was öffnen? Okay, alles klar. So, wird das dann zu 100% für Atas kommen? Kann ich dir nicht sagen. Ne? Wir sind hier in einem ganz, ganz frühen Stadium. Das macht ein ganz lieber Kollege, der hier quasi gerade dran ist. Ich guck mal kurz, bist du denn hier überhaupt im Webinar drin? Kurz mal schauen. Sehe ich dich hier irgendwo? Ja, ich weiß gar nicht, ob du hier bist. Falls ja, kannst du mal kurz Ja schreiben bei mir im Chat, dann weiß ich, dass du da bist. Das ist ja noch in einem ganz, ganz frühen Stadium mit Atas. Ne? Wir sind hier quasi noch in einer Grundlagenforschung und überhaupt zu schauen, was kann man wie implementieren. Von daher, Alex, du bist da. Sehr schön. Schön, dass du da bist. Von daher kann man hier noch gar nicht viel sagen, ob das in den Funktionsumfang kommen wird. Mit dem Backtesting auf jeden Fall nicht, weil es einfach nicht möglich ist. Ob das so möglich ist. Ich meine, vielleicht magst du ja mal kurz mal sagen, ne, hältst du es für realistisch, dass es das Tool für Atas irgendwann geben wird? Kannst du noch kurz hier mir reinschreiben in den Chat, dann sehe ja nur ich das. Dann kann ich dazu was sagen und sagst, hey, du weißt es auch noch nicht und das ist alles noch viel zu früh, um deine Aussage zu treffen. Und du sagst direkt nicht so. Mal gucken, was hier kommt. In der Zeit haben wir hier die Frage, braucht ein NinjaTrader Vollversion oder reicht die SIM-Version zum Testen? Das reicht tatsächlich hier die SIM-Version, also die Variante, die ihr auch bekommt bei diversen Prop-Putzen und so weiter. Das ist egal, weil wir hier eben nicht mit den Volumendaten direkt arbeiten von Ninja, das ist ja komplett eigen. Und die Tick-Daten sind da. Also der freundliche Programmierer für Atas sagt jetzt ganz optimistisch, denke schon. Ich lasse das mal so stehen im Raum. Also, we will see. Wie das denn, wann das denn? Es braucht einfach wesentlich mehr Zeit. Ne? Also das muss klar sein. Geht nicht vom nächsten Jahr aus. Das ist ein Prozess. We will see. Aber er sagt, es ist erstmal realistisch von dem, was er bis jetzt weiß. Wir schauen mal, was dann entsprechend da am Start ist. Ja, Alex, wenn du mit Echelon zufrieden bist, benutzt das. Also Echelon kannst du eben auch nutzen. Was wir eben noch sagen müssen, ne, und vielleicht auch sagen können, die meisten unserer Systeme, die wir ja entsprechend entwickelt haben und so weiter, basieren ja auf sehr speziellen Charttypen von Atas. Das sind ja synthetische Charts, keine zeitbasierten. Für alle Systeme, die wir vertreiben, ne, Vanguard, Echelon, BubbleX und so weiter, diese Charts gibt es inzwischen auch für Ninja, die haben wir programmieren lassen, die vertreiben wir entsprechend. Ihr habt in der Lernplattform habt ihr auch immer einen Link drin in dem entsprechenden Video, wo es um das Chart gibt, dann zu dem entsprechenden Bar-Type von Ninja, den wir dafür nutzen. Und von daher sind alle Systeme eben von uns auch hier mit Sentinel dann auf NinjaTrader umsetzbar.
So, dann die Frage, gibt es dann auch nicht nur einen Atas-Grundkurs, sondern auch einen für Ninja? Vielleicht. Es wird zumindest Videos geben, wo ich zeige, wie man NinjaTrader installiert, wie man es runterlädt. Und es wird natürlich auch zwangsweise Videos geben, wie man Sentinel installiert. Da ich jetzt NinjaTrader ja nicht so der Oberprofi bin wie in Atas, ne? Also in Atas kannst du mich ja nachts um 3 aus dem Bett holen und ich kann das machen. Bei NinjaTrader ist bei mir auch noch eine gewisse Lernkurve da. Ne? Ich bin jetzt so bei 40%, würde ich mal orakeln. Es gibt ganz viele Funktionen, die kenne ich einfach noch nicht. Da kriege ich vom City auch immer noch ganz viel gezeigt, was man viel einfacher machen kann, wo ich mir nämlich denke, ey cool, hätte ich das vor 3 Wochen gewusst, hätte ich mir Zeit gespart. Aber natürlich, wenn der Bedarf da ist, dass wir sagen, hey, sorry, ich habe von NinjaTrader keine Ahnung, ich brauche da einen Grundkurs, können wir bestimmt auch irgendwie einen Videokurs draus machen, den ich dann entsprechend hochlade, weil es soll ja natürlich vernünftig funktionieren, ganz klar. Aber die Funktion, die ihr brauchen werdet für Sentinel, dafür wird es auf jeden Fall Videos geben, eine Installation und so weiter, weil das ist eben nicht einfach nur irgendwas reinziehen und los geht's. Muss halt sehr komplex installiert werden, eingebettet werden, aber nichts, was man nicht lernen kann. Also keine Angst. Wer den Computer bedienen kann und wer mit Atas bisher klarkam, wird auch das mühelos hinbekommen. Und wie ihr das ja, so, wenn ihr meine Kurse kennt, von mir kennt, ich versuche das immer sehr, sehr detailliert zu erklären alles und eben auch hier zu schauen, dass ihr wirklich ja ohne offene Fragen dann damit arbeiten könnt. Ne? Und ansonsten, wenn halt Themenwünsche sind, reichen wir das ja auch immer nach. So, ich schaue mal hier noch kurz, ob hier noch Sachen sind, die ich überlesen habe. Genau, du hast auch Thomas, aber du warst auch nicht gemeint. Alles gut. So, hier ist mal keine offenen Fragen. Gucke ich hier auch nochmal. Hier gibt es auch keine offenen Fragen. Nur ist die Frage, Mehmet, schreib mir doch mal kurz, ob du noch irgendwas zu melden hast. Also nicht zu melden hast, beizutragen hast, ist die korrekte Formulierung. Oder ob du sagst, nee, ey, ich bin happy, alles gut. Weil ansonsten würde ich nämlich auch sagen, ist auch gut für heute. Wir haben jetzt hier, wie haben wir denn eigentlich? 7:30. Also gepflegte 90 Minuten, das ist ja fast Spielfilm. Mehmet ist wunschlos glücklich. Ey, wenn du wunschlos glücklich bist, Mehmet, dann bin ich es ja auch. Heißt, ich zähle jetzt hier nochmal entspannt bis 10 innerlich und wenn dann hier keine weiteren Fragen kommen, dann würde ich auch sagen, vielen, vielen, vielen Dank, habe ich schon gesagt, vielen Dank an euch, an eure Zeit für heute. Ich hoffe, der Einblick war spannend für euch. Ich habe mal so ein bisschen eine Ahnung bekommen, was das alles werden wird. Wie gesagt, Beta-Test, ich fange in den nächsten 2 Wochen an, hier zu schreiben. Ich fange jetzt nächste Woche an, Videos aufzunehmen zum Thema Installation und so weiter. Das wird ein sehr dynamischer Prozess, ne, weil ich ja immer wieder Videos dann neu aufnehmen muss. Aber wir natürlich gleichzeitig relativ zügig in den Beta-Test starten möchten. Wenn ihr jetzt sagt, will auf jeden Fall mitmachen, Beta-Test finde ich klasse, aber benutzt ein bisschen nur Atas und habe es auch so eingegeben, macht eine zweite Anmeldung einfach im Beta-Test-Formular, dann arbeiten wir das ab. Es sind viele Anmeldungen aktuell, ich glaube um die 70, wenn ich mich nicht ganz irre. Wir können halt nur wirklich einen Teil davon auch wirklich abfrühstücken. Ziel ist, dass wir so zwischen, ich schätze mal 30 bis 40 Beta-Tester haben. Je mehr, desto besser grundsätzlich, aber zu viele wird halt auch irgendwann schwierig zu handeln. Hatte bitte Verständnis dafür, wenn wir euch da nicht mit berücksichtigen können. Ich versuche, aber ich kann nicht versprechen, alle anzuschreiben und auch zu sagen, hey, sorry, kriegen wir einfach gar nicht mehr unter. Von daher ist es auch, ja, dann so ein bisschen die Frage, wer nutzt einen NinjaTrader, wer ist da besonders enthusiastisch und hat auch einfach Zeit. Wenn ihr da besondere Sachen habt, wo ihr sagt, hey, ich benutze nur Atas, aber ich bin selber irgendwie Software-Tester seit Jahren, habe da Expertise in einem gewissen Bereich und würde euch hier total gerne unterstützen im Beta-Test, ne, schreibt eine Mail, macht irgendwie alles gut, wir finden da Lösungen, wir sind ja total froh, dass ihr uns einfach so fleißig unterstützen möchtet. Das wird ihr heute Abend vielleicht auch gar nicht im Zoom hier drinne. Und ja, vielen Dank und ich wünsche euch einen ganz tollen Sonntagabend.